In der Regel, wenn die Mediziner sagen unheilbar, dann heißt es, sie wissen nicht, was das ist. Und sie können nicht helfen. Auch wenn sie sagen, es ist heilbar, können sie trotzdem nicht helfen. Sie können nur Körper unterdrücken und bekämpfen. Das ist das, was sie unter Heilung verstehen. Aber Heilung ist was ganz, ganz anderes. Heilung bedeutet, dass man mit dem Körper geht, dass man mit der Natur geht, dass man die Sprache des Körpers versteht. Nur der Mensch kann sich selbst heilen. Gott kann uns nicht heilen, Christus kann uns nicht heilen, die Ärzte können uns nicht heilen, Heilpraktiker können uns nicht heilen. Ich kann auch niemanden heilen. Wenn mir etwas nicht entspricht, das heißt mit mir nicht kompatibel ist, dann kann es auch, egal was es ist, mit mir gar nicht in Austausch treten. Wir haben die bösen Bakterien erschaffen. Gute Bakterien kommen von der Natur, böse von uns. Wir haben die Viren erschaffen, wir haben die Krankheiten erschaffen. In der Natur gibt es keine Krankheiten. Auch wenn Löwen und Bäume und so weiter krank werden, haben wir es gemacht, wir haben es gemacht. Wir bestrahlen sie mit Satelliten und mit 5G und so weiter und dann entstehen komische Sachen. Sowas wie Krankheit gibt es überhaupt eigentlich in der Natur nicht. Überhaupt nicht. Wir haben die Natur krank gemacht. Wir haben uns krank gemacht. Und wenn immer mehr Frauen schön werden durch diese Programme, ganzheitlich, und Männer sehen das, dann erinnert das die Männer daran, dass wir eigentlich alle göttlich sind. Was ist eigentlich eine Krankheit? Manche sagen, eine Krankheit sei die Strafe Gottes oder schlechtes Karma oder einfach nur Pech. Aber ist das wirklich so? Und wie können wir wieder heil werden? Über diese Dinge spreche ich heute mit Said Habibzadeh, dem gefragtesten Bewusstseinscoach im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, lieber Said. Danke, danke für deine Einladung. Was ist denn eine Krankheit? Eine Krankheit ist eine Reinigung auf energetischer Ebene, seelischer Ebene, Bewusstseinsebene und körperlicher Ebene. Und das bedeutet der Versuch, etwas loszuwerden, was wir uns selbst angetan haben. Das können irgendwelche Sachen sein, die wir getrunken haben, diese Energy Drinks, das ist glatte Selbstmord, was die Leute tun. Es ist mir echt ein Rätsel, dass solche Firmen überhaupt noch existieren. Geschweige denn, dass es Menschen gibt, sogar, die solche Sachen sogar für ihre Kinder kaufen. Das ist für mich kriminell. Oder Sachen, die wir essen, oder aber auch Sachen, die wir denken, fühlen, Entscheidungen, die wir treffen. Das heißt, je nachdem, wie wir mit unserer Kraft umgehen, macht es uns gesund oder krank, stark oder schwach, reich oder arm. Und bei Thema Gesundheit ist es so, dass der Körper versucht, eine Energiemasse, die in Unausgeglichenheit geraten ist, loszuwerden. Und das bedeutet, wir sollten niemals gegen Krankheit etwas tun, gegen Körper etwas unternehmen, was Mediziner gerne tun. Entweder schneiden sie irgendwas aus dem Körper raus oder sie unterdrücken irgendeine gesunde Funktion des Körpers, um wieder heil zu werden. Zum Beispiel Fieber ist etwas, das wissen viele Leute nicht. Wenn irgendwelche Bakterien und Viren bei minus Millionen Grad eingefroren sind und nach 10 Millionen Jahren wieder aufgetaut werden, sind sie wieder quicklebendig. Aber wenn die Temperatur eine gewisse Höhe erreicht oder überschreitet, sind sie sofort tot. Das heißt, durch die Wärme, kein Wunder, Wärme kommt ja auch von Gott. Wärme kommt ja von Leben, von Liebe. Werden diese Bakterien abgetötet. Der Körper fährt die Temperatur hoch, um diese Fremdkörper, diese Bakterien, Viren, Würmer, Parasiten abzutöten. Und was machen die Mediziner? Sie fahren die Temperatur runter, künstlich. Das heißt, die Natur fährt hoch, die Temperatur, und sie fahren es runter. Also einfach eigentlich nur verrückt. Statt den Körper zu unterstützen, dass man sagt, warum fährt der Körper die Temperatur hoch? Da tun wir etwas für Körper, dass der Körper entlastet wird, damit er die Temperatur nicht so hoch fahren muss. Stattdessen versucht es, in die Temperatur runterzufahren. Das ist einfach eine komische Logik von Medizin, die, wie gesagt, entweder schneiden sie etwas aus dem Körper raus oder versuchen sie irgendwelche Funktionen runterzufahren. Und das ist einfach Symptombekämpfung
und keine Korrektur. Das hat mit Heilung überhaupt nichts zu tun. Sie wissen nicht, was Heilung ist. Sie wissen nicht, was Krankheiten sind. Krankheiten sind Botschafter. Eine Krankheit ist ein Botschafter, informiert mich über etwas, was ich mache oder was mit mir geschieht oder geschehen lasse, wie WLAN und Handys. Mittlerweile sind viele neuartige Krankheiten dazugekommen. Diese unglaubliche Lüge von Pharmaindustrie, dass sie sagen, Zivilisationskrankheiten, sowas gibt es nicht. Es ist bewusste Krankmachung der Bevölkerung und was anderes ist das nicht. Also Zivilisationskrankheiten gibt es nicht. Es gibt nur Gifte, die wir zu uns nehmen, genauso wie Lebensmittelallergie. Was soll das sein? Also der Körper besteht ja selbst, ist ein natürliches Produkt. Der Körper ist eine Leihgabe der Natur. Wie kann er auf sich selber allergisch sein, auf Lebensmittel? Wir sind nicht auf Lebensmittel allergisch, sowas gibt es überhaupt nicht. Wir sind allergisch auf die Giftstoffe, die sie da reintun. Irgendwelche Düngemittel und irgendwelche gegen Insekten und so weiter, alles Mögliche, was sie da reintun, dagegen sind wir allergisch. Das heißt, der Körper sagt, das will ich nicht haben. Warum sollte der Körper irgendein Lebensmittel, was aus der Natur kommt, während er selber schon aus der Natur kommt, ablehnen reagieren oder allergisch reagieren? Sowas gibt es nicht. Sowas gab es auch nie. Nur die letzten 30 Jahre hat sich das langsam so entwickelt, weil man immer mehr Giftstoffe einsetzt, immer mehr Chemikalien, die irgendwo verrückte Wissenschaftler im Labor herstellen, um uns zu vergiften. Was ist denn eine chronische Krankheit und warum werden Menschen chronisch krank? Eine chronische Krankheit ist nichts anderes als die Verweigerung zu lernen. Das heißt, ich esse etwas, trinke etwas, ich denke etwas, ich mache etwas, was man dem Körper nicht gut tut. Der Körper hält das eine Weile aus. Dann fängt er an, uns Signale zu senden. Wir essen etwas und wir haben komische Gefühle, wir haben Bauchschmerzen, wir haben Kopfschmerzen und so weiter. Und wenn wir das ignorieren, wird das zu einer Krankheit. Das heißt, der Körper gibt uns das Signal, nicht weitermachen. Und wenn wir es trotzdem weitermachen, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir unsere Essgewohnheiten zum Beispiel nicht ändern, wird das eine chronische Krankheit. Eine chronische Krankheit bedeutet, wir versorgen die Ursache immer noch und immer wieder mit Energie. Das heißt, wir essen immer noch etwas, was für uns nicht gut ist. Wir trinken etwas, was für uns nicht gut ist. Wir machen eine Arbeit, die für uns nicht gut ist. Wir benutzen immer noch WLAN. Zum Beispiel bei WLAN und bei Handys ist das so. Zum Beispiel WLAN funktioniert mit 2,4 Hertz bzw. 5 Hertz. Und es gibt zigtausende andere Frequenzen. Und man hat bewusst diese Frequenzen genommen, um die Menschen krank zu machen. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass 2,4 Hertz oder diese Frequenzen von Handys, besonders 5G, irgendwann wird es noch verrückter, 6G soll es geben, dass diese Frequenz Menschen kaputt macht. Also obwohl es viele andere gab, die viel effektiver gearbeitet hätten, viel weniger Schaden angerichtet hätten. Man hat bewusst diese Frequenzen genommen, um die Menschen kaputt zu machen. Und das bedeutet, wenn ich irgendwie ständig am Handy hänge und irgendwie telefoniere mit dem Kopfhörer, mit dem Handy am Kopf oder diese kabellose Kopfhörer, das ist glatter Selbstmord. Die Leute haben keine Ahnung, dass sie sich damit das Gehirn verbrennen, buchstäblich verbrennen. Das heißt, die Gehirnzellen werden so erhitzt, dass sie nicht mehr regulierbar, nicht mehr wiederbelebbar und so weiter Abfallprodukte entstehen im Gehirn und dadurch werden wir blöd. Wir verlieren unsere Intelligenz und treffen komische Entscheidungen. Genau dasselbe ist das mit Elektroautos. Und das bedeutet, dass die moderne Technik, dieser kabellose Wahnsinn, uns auch in den Abgrund treibt. Und wenn wir die Ursache nicht beheben und immer wieder die Ursachen mit Energie versorgen, indem wir jedes Mal Tag für Tag das Falsche tun, dann wird eine Krankheit chronisch. Wenn wir die Ursachen nicht mehr mit Energie versorgen, reguliert sich der Körper, sofern er noch im Takt ist, von alleine. In der heutigen modernen Welt gibt es ja so viele Dinge, die Schaden anrichten können. Irgendwelche Strahlungen, irgendwelche Geräte. Wie kann man sich denn dagegen schützen? Woran merkt man denn, welches Gerät schadet und welches nicht? Körperbewusstsein ist die Antwort. Man muss eine gewisse
oder viel intensivere Beziehung zu seinem Körper haben, was früher völlig natürlich war. Es gibt in dieser himmlischen, von Gott gegebenen Sprache, in deutscher Sprache gibt es viele solche Beispiele, wie man sagt, Liebe geht durch den Magen, oder man sagt, Kloß im Hals oder Kloß am Bein. Und das sind alles so Hinweise darauf, dass wir etwas tun, was nicht passt. Und da zeigt sich der Körper. Aus diesen Sichtbarkeiten sind diese Redewendungen entstanden, die meisten von ihnen in Vergessenheit geraten sind. Also früher war Krankheit und Gesundheit war nicht so komplex wie heutzutage, weil wir früher uns nicht so krank gemacht haben, wie wir es heute tun. Wir machen es heute. Wir machen uns krank. Es gibt ja auch bestimmte Lebensmittel, die Schaden anrichten können. Und vieles sieht man nicht auf den ersten Blick. Zum Beispiel bei Obst, dass Obst jetzt gedüngt, gespritzt wurde. Obst, Gemüse, Wurst, Fleischwaren, Milchprodukte. Worauf sollte man denn da achten? Oder gibt es etwas, was man zu Hause tun kann, um das rauszukriegen aus den Dingen? Es ist wesentlich einfacher, Krankheiten vorzubeugen, als wenn man krank ist und dass man sich gesund macht. Und zwar, indem man, meiner Meinung nach, fast alle industriell hergestellte Produkte meidet. Besonders aus Dosen, besonders wenn sie eben Alu-Verpackung haben, Aluminium. Wenn man zum Beispiel beschichtete Pfannen weglässt, weil die sind einfach nur giftig, das ist nur Gift, man isst nur Gift. Auch wenn das angenehmer ist und leichter sauber zu machen, aber das ist trotzdem Gift. Das sind alles auch Tricksereien, die, wenn man sich damit beschäftigt, wird einem nur noch schlecht. Wie gewissenlos diese Menschen waren und sind, die so etwas überhaupt an die Menschen bringen und verkaufen, sowas wie Mikrowelle zum Beispiel. Mikrowelle, viele Leute wissen nicht, war eigentlich eine militärische Waffe. Das war eigentlich eine Waffe. Und dann haben sie viel Besseres entwickelt und wussten nicht, was sie mit der Waffe machen können, wie können sie Menschen umbringen. Dann haben sie Mikrowelle als ein Haushaltsgerät auf den Markt gebracht, was schon kriminell ist. Und dass die Menschen das heute noch benutzen, ist mir echt ein Rätsel. Weil Mikrowelle zerstört alles, wirklich alles, was lebendig ist, in allem, was wir trinken und essen. Und man hat auch Experimente gemacht. Man hat zum Beispiel das Essen von Katzen in Mikrowelle getan und dann den Katzen gegeben. Die Katzen haben das gegessen und waren auch satt. Also nach einer Woche oder nach 2 Wochen, ich weiß nicht mehr, waren alle Katzen ohne Ausnahme gestorben. Und zwar an Energiemangel. Und zwar an Mangel an Vitalstoffen oder Mineralien und so weiter. Das heißt, man isst etwas, das ist bei diesen Fastfood-Ketten, die unfassbar kriminell sind, ist genau dasselbe. Man isst etwas und es bringt dem Körper keine Energie, es kostet sogar Energie, das zu verarbeiten. Und man wird satt, aber man wird krank. Und man bekommt überhaupt keine Mineralstoffe, keine Vitalstoffe, keine Spurenelemente und nichts, keine Vitamine, gar nichts. Und das ist alles schon bewiesen, dass es gab und gibt auch Ärzte, die dagegen vorgehen und versuchen aufzuklären. Aber die großen Medien gehören ja auch mächtigen Familien und die wollen nicht, dass die Menschen das erfahren. Sonst, wenn die Menschen wüssten, was zum Beispiel die Handys am Kopf vor allem mit dem Gehirn machen oder kabellose Kopfhörer, ich muss immer wieder schmunzeln, dass es Menschen gibt, die Gesundheitsberatung machen, aber im Video haben sie schon kabellose Kopfhörer, dass man sagt, Junge, informier dich doch erstmal, was du mit dir selber machst, bevor du anderen predigst, was sie machen sollen. Also das ist unglaublich, was in dieser Welt los ist. Ich kann sagen, das meiste, was die Menschen essen, wirklich das meiste, egal welche Produkte, das meiste, was die Menschen essen, sind tödliche Waffen. Das ist eine Dauervergiftung und hat überhaupt mit gesunder Ernährung überhaupt nichts zu tun. Und ich bin dafür, dass man wirklich Obst und Gemüse und so weiter in Bioqualität kauft, eventuell auch in Natron legt, mit Seife vorher wäscht, mit
ohne Parfüm. Spülmittel, ich habe Spülmittel ohne Parfüm. Ich spüle sie kurz mit dem Spülmittel und dann all diese ölige Sachen und irgendwelche Sachen, was man oben darauf gesprüht hat, kann ich damit wegmachen und dann lege ich das in Natron. Und dann schmecke ich auch, dass das wirklich nach Obst und Gemüse schmeckt. Und das mache ich auch dann, wenn ich die Sachen vom Markt hole. Also von diesen Supermarktketten hole ich so gut wie gar nichts mehr, weil da ist nur Gift drin, die verkaufen nur Gift. Heute ist es ja auch so, dass man sagt, viele Böden seien überdüngt und hätten kaum noch Nährstoffe und in dem Gemüse und in dem Obst sei kaum noch etwas Gutes drin oder viel weniger als früher. Wie stehst du denn da zu Nahrungsergänzungsmitteln? Sind die generell gut oder schlecht? Gibt es da etwas, worauf man achten sollte? Also ein Schritt zurück zu dieser, wie das Land bestellt wird, verarbeitet wird, bearbeitet wird. Bei industrieller Herstellung von Lebensmitteln, Obst und Gemüse und so weiter ist das so anders. Also ein Schritt zurück zu dieser Geschichte mit Landwirtschaft. Früher war das so, dass man irgendwas angepflanzt hat, 1, 2, 3 Jahre und dann ein 4. Jahr hat man gar nichts gemacht. Man hat einfach das Land da gelassen, weil die Bauern wussten, das Land braucht, die Erde braucht Kraft. Und die Kraft holte von der Erde, von diesem Planeten und dann kann man wieder was anpflanzen. Und heutzutage wird darauf keine Rücksicht genommen, sondern wird ununterbrochen immer wieder gepflanzt. Und die Folge ist, die Erde ist völlig ausgesaugt, hat überhaupt keine Vitalstoffe, keine Mineralstoffe, keine Vitamine, gar nichts. Und statt dass sie die Erde in Ruhe lassen und sagen, oder wir irgendwie beleben die Erde, machen sie Zucker darauf. Und der ganze Zucker geht in Obst und Gemüse, das heißt, wir essen Orangen, aber da ist eigentlich Zucker drin. Da ist wahrscheinlich so viel Zucker drin wie in einer Cola oder sowas. Und du isst etwas Gesundes, aber macht dich trotzdem krank. Also das muss man wissen. Also wie kriminell muss man eigentlich sein, weil sie permanent Geld verdienen wollen und ihnen sind die Menschen egal. Und der andere Punkt war was? Genau, Nahrungsergänzungsmittel. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die es auf dem Markt gibt, sind eigentlich Mist. Das heißt, man hat es auch ausprobiert, ich glaube bei sogar ZDF oder sowas. Man wollte nicht glauben, dass man einfach irgendwas auf den Markt bringt, irgendetwas behauptet und dass niemand das prüft. Und man hat das gemacht, so war es. Das heißt, sie haben irgendeine Fantasienamen sich einfallen lassen, dann haben sie gesagt, das ist Multivitamin, dann haben sie irgendwas reingetan und haben auch Genehmigung bekommen. Niemand hat das überprüft und sie haben dafür auch, was weiß ich, verlangt auf dem Markt und das hat sich auch verkaufen lassen. Also, weil niemand sich für die Gesundheit der Menschen interessiert. Also auf so einem Markt in Deutschland hat man das ausprobiert. Wenn möglich ist, dass jeder Hergelaufene irgendwas behauptet und verkaufen kann, dann kann man dem Markt nicht wirklich viel Vertrauen schenken. Und ich setze eher darauf, dass man sich die Bewertungen anschaut, weil auch gekaufte Bewertungen gibt es. Es gibt Firmen, da zahlst du 500 Euro oder 1000 Euro, da kannst du Bewertungen kaufen. Also unglaublich. Menschen, die dein Produkt noch nicht zu Gesicht bekommen haben, können Bewertungen geben. Und dass man sich die Bewertungen anschaut, dass man einfach sich informiert, wo ist was drin, was macht eigentlich Sinn, was brauche ich eigentlich. Und dass man dann entsprechende Nahrungsergänzungsmittelprodukte auch finden kann. Das ist eine lange Sucherei, ist anstrengend, aber es lohnt sich. Also heutzutage kommen wir sowieso ohne diese Nahrungsergänzungsmittel nicht aus. Auch wenn wir uns gesund ernähren und so weiter, uns bewegen, wenn wir nicht rauchen, nicht trinken, trotzdem sollten wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Also ich empfehle eher Sachen von der Natur zu nehmen, wie zum Beispiel Shilajit oder diese wunderbare Kollegin Maria Treben in die Welt gebracht hat, diese Kräutermischungen, sofern sie einigermaßen sauber sind. Und solche Dinge, also es gibt vieles, was man für die Gesundheit tun kann. Aber das meiste ist eher unterlassen. Also wenn wir die Dinge, die uns krank machen, Fertigprodukte und so weiter lassen, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
Man sagt ja auch, für jede Krankheit sei ein Kraut gewachsen. Ist das wirklich so? Mittlerweile nein. Das war früher so. Für viele Krankheiten, die es jetzt gibt, ist kein Kraut gewachsen. Da gibt es nur eine Möglichkeit, zum Beispiel bei Fastfood, was willst du machen? Das, was du machen kannst, dagegen gibt es kein Kraut. Du musst nur eines machen, es lassen. Fertig. Bei Zigaretten nicht rauchen. Bei Alkohol nicht trinken. Egal, ob das Bier draufsteht oder Wein oder Rotwein oder was weiß ich. Alkohol ist Alkohol, Alkohol ist Nervengift. Alkohol macht die Nervensysteme, Nervenzellen, Gehirnzellen kaputt. Ist einfach so. Und die Programme von Alkohol, früher gab es wenigstens Alkohol, da hast du Bier getrunken oder Wein. Jetzt sind da unglaubliche Mengen an Chemikalien drin und viele Programme, die einen süchtig machen. Diese Programme werden im Gehirn gespeichert, sie werden in Nervenzellen gespeichert, sie werden umhüllen Zirbeldrüse, sodass die Wahrnehmung nicht funktioniert. Sie speichern sich auch, diese Suchtprogramme speichern sich auch in Leber, in Galle und so weiter. Das ist einfach nur verrückt. Also Alkohol trinken ist einfach nur verrückt. Auch wenn man sagt, ach, ich trinke nur ab und zu mal oder ein Gläschen pro Tag. Nee, Gift ist Gift. Und diese Annahme oder diese Publikation, das ist PR von Pharmaindustrie, dass sie sagen, so viel Gift darf oder so viel von Chemikalien darf im Wasser sein, ist einfach eine Lüge. Das würden sie eigenen Kindern nicht geben. Dass man sagt, das ist mein Kind, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, aber ich gebe ihnen nur ein bisschen Gift, nicht mehr. Und diese Menge, diese Werte, dass man sagt, so viel darf es sein und mehr nicht, das wird Jahr für Jahr weiter erhöht. Das ist total verrückt. Und sowas wie Vitamin C, Vitamin D, die unser Leben überhaupt, in unserem Leben haben, die werden immer weiter reduziert. Also ich kann es nicht verstehen. Das kann nur kriminell sein, dass wenn man auf der Verpackung von Vitamin D steht, 1000 Einheiten pro Tag sind genug. 1000 Einheiten, das ist fast ein Schock für den Körper. Jeder Körper, vor allem in so einem Zustand, in dieser Zivilisation, wo wir leben, wo überhaupt gar nichts mehr stimmt, nichts mehr gesund ist, brauchen wir sehr viel mehr Vitamin D und Vitamin C. Eigentlich brauchen wir viel mehr Sonne. Und das ist auch der Grund, warum wir immer weniger Sonne bekommen. Also das muss man alles wissen, wenn man sagt, ich will nicht krank werden, ich will gesund sein, ich will ein langes, glückliches, schönes Leben haben, dann muss man wirklich auf alles achten, was man einatmet, Parfüm weglassen, zum Beispiel Parfüm ist nur Gift. Früher haben sie wenigstens irgendwelche Blumen und Pflanzen benutzt. Heute ist alles nur Chemikalien, die man im Labor herstellt. Irgendwelche Ausscheidungen von irgendwelchen Bakterien, Parasiten, Würmern und Insekten und so. Das ist einfach nur verrückt. Also wenn die Frauen vor allem wüssten, was sie mit Schminke sich antun, was sie eigentlich da auf die Lippen schmieren, sie würden es nicht tun. Oder was so alles in Zahnpasta drin ist, das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Ich weiß nicht, wer das so erfolgreich in die Welt gebracht hat, dass man, um Zähne zu putzen, Zahnpasta braucht. Das ist eine Lüge. Zahnpasta putzt nichts, macht nichts sauber, macht sogar Mundflora komplett kaputt. Und Zahnfleisch, Zähne, alles wird ruiniert. Und man schluckt auch davon ein bisschen was runter. Völlig überflüssig, was die Zähne putzt, das ist die Zahnbürste. Insofern, dass auch nicht künstliche, sondern natürliche, pflanzliche zum Beispiel Faser hat. Und Zahnseide. Das war's, mehr braucht man nicht. Also es gibt vieles, was man heutzutage leider wissen muss, was früher vielleicht nur ein Arzt wissen musste, muss man heutzutage wissen und berücksichtigen, wenn man sagt, ich will gesund sein und gesund bleiben. Es heißt ja auch, oder ich habe auch gehört, Fluor in der Zahnpasta wäre sehr wichtig, weil es die Zähne irgendwie kräftigen sollte. Was ist denn da dran? Ja, zum Beispiel, warum brauchen die Zähne eine Kräftigung? Darüber reden sie nicht. Warum müssen wir unsere Zähne stärken? Der Grund ist, die Blutwerte stimmen nicht. Weil in unserem Körper gibt es so Depots, wo Mineralstoffe, Vitalstoffe, Vitamine, fettlösliche Vitamine und so weiter gespeichert werden. Zum Beispiel Leber, zum Beispiel die Zähne.
Da werden die Mineralstoffe auch gespeichert oder unter der Haut, der Kopfhaut. Das heißt, wenn der Körper so überlastet ist, dass er viel mehr Vitamine und Mineralstoffe benutzen muss, um die Giftstoffe aus dem Körper zu schaffen, dann holt der Körper gezwungenermaßen von solchen Depots und dann hat man Haarausfall. Die Haare bekommen überhaupt keine Mineralstoffe und können nicht mehr wachsen. Oder man hat Probleme mit den Zähnen. Karies, Zähne, all diese Probleme, die wir, Zahnfleischprobleme und so weiter. Das heißt, der Körper braucht eigentlich nur keine Verstärkung, sondern Unterstützung. Dass wir den Körper nicht so massiv belasten müssen, dass der Körper auf solche Mittel greifen muss. Also Fluorid und so weiter brauchen die Zähne nicht. Die Zähne brauchen eine gesunde Ernährung und gesunde Pflege. So einfach ist das. Und 50 Mal am Tag die Zähne putzen bringt auch nichts. Wenn zwischen den Zähnen die Essensreste stecken und wenn Mundflora einfach nicht stimmt, dann, was willst du da kannst du noch so viel Vitamine nehmen. Das funktioniert nicht. Der Körper muss eigentlich entlastet werden. Ganz einfach. Oder nicht belastet werden. Der menschliche Körper besteht ja zum größten Teil aus Flüssigkeit und deshalb ist Wasser ja so essentiell wichtig für uns. Aber heutzutage gibt es ja immer mehr Wasser in Plastikflaschen oder viele andere Getränke, Lebensmittel, alles in Plastikflaschen. Und der Begriff Mikroplastik ist jetzt auch immer mehr in aller Munde. Wie stehst du denn zu Mikroplastik oder Wasser in Plastikflaschen? Also es gab bis vor, ich glaube, 10 Jahren Mikroplastik. Mittlerweile gibt es Nanoplastik. Und Nano bedeutet, der Körper, diese Fremdkörper sind so klein, dass unser Körper die gar nicht kennt, also auch nicht erkennt, also nicht als Fremdkörper. Das heißt, wenn wir aus Plastikflasche trinken, trinken wir eigentlich Giftstoffe. Da ist nichts mehr mit Wasser drin. Die haben Monate vorher die Flasche mit Wasser befüllt und sie haben es hin und her transportiert, warm, kalt und das Ganze von Plastik, all diese Weichmacher, dass das durchsichtig ist und dass irgendwelche Farbstoffe und weiß Gott alles ist da drin und das trinken wir mit. Und das bedeutet, das sind Nanopartikelchen drin, die, wenn wir trinken, direkt durch den Darm ins Blut kommen. Und das Problem dabei ist, die werden irgendwo im Körper eingelagert. Und der Körper kann damit überhaupt nichts anfangen. Der Körper bringt sie nicht aus dem Körper raus. Sie werden nicht ausgeschieden, sondern gespeichert. Es gibt mittlerweile Fotografien, die den ganzen Körper von Menschen, die ständig zum Beispiel Wasser aus Plastikflaschen getrunken haben, fotografiert haben. Und überall, wirklich überall im Körper waren Nanopartikelchen von Plastik drin. Mit unterschiedlichen Farben. Das ist doch Wahnsinn. Das ist verrückt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Menschen Wasser aus Plastikflasche trinken. Ich verstehe es nicht, weil man schmeckt es ja eigentlich. Man merkt doch, Plastik ist doch nicht, wächst ja nicht in der Natur. Das heißt, das ist ein künstliches Produkt. Und sie trinken trotzdem Wasser daraus. Oder noch schlimmer, Aluminiumbehälter. Dass du zum Beispiel irgendwie Spaghetti bestellst und dann kommt Spaghetti in Aluminiumbehälter drin. Dann denkst du dir, wenn ich das esse, verbrennt das einfach mein Gehirn. Also, es reicht schon wirklich, wenn man sich über das, was man essen und trinken will, was man sagt, mir schmeckt das eben. Joghurt schmeckt es mir, Eier schmecken mir gut, kannst du weiter essen, aber informiere dich wenigstens. Informiere dich, worauf du achten solltest, wo kommen die Dinge eigentlich her, wie machst du das, wie benutzt du es, damit das für dich gesund ist. Informiere dich über das, was mit dir geschieht. Das ist eigentlich der goldene Schlüssel zur Gesundheit. Wäre denn eine Alternative, jetzt gerade, wenn wir beim Wasser kurz bleiben, zu Glasflaschen, wäre eine Alternative auch ein Wasserfilter oder in manchen Regionen gar Leitungswasser, so wie es aus der Leitung kommt? Also Leitungswasser würde ich grundsätzlich nicht trinken, egal wie hochwertig das Wasser ist, weil das von einer ganz, ganz weiten Strecke durch die Leitungen zu mir kommen, Wasserleitungen zu mir kommen. Und die Wasserleitungen sind in der Regel, je älter zum Beispiel Altstadt von zum Beispiel Basel oder sowas, sind die Wasserleitungen auch sehr alt. Und die sind dermaßen verschmutzt, kann man sich gar nicht vorstellen. Also dort Wasser zu trinken aus dem Wasserhahn ist einfach nur verrückt.
Viele Leute meckern darüber zum Beispiel, dass in Spanien Leitungswasser überhaupt nicht genießbar ist. Ich sage, ja, wo ist das denn genießbar? Also genießbares Leitungswasser gibt es überhaupt gar nicht. In Spanien weiß man das wenigstens, da kann man auch sich Wasser kaufen. Da kann man sagen, ich meide es oder was weiß ich, was ich mache. Und hier weiß man es nicht, hier geht man davon aus, dass das Leitungswasser sauber ist, ist es nicht. Dass man denkt, dass Leitungswasser gesund ist, ist es auch nicht. Der Körper, man muss das wirklich mal auf sich wirken lassen. 70% behauptet man, vom Körper besteht aus Wasser. Das meiste Gewicht von Muskeln ist Wasser. Das Gehirn besteht hauptsächlich aus Wasser und Fett. Die Augen, 90% davon bestehen aus Wasser. Das Blut, 85% von Blut ist Wasser. Wenn man sich das wirklich mal auf sich wirken lässt, dann muss man doch selber sagen, dann muss ich gutes Wasser trinken. Und gutes Wasser ist in einer Glasflasche und ist weich. Das heißt, gutes Wasser hat keine Mineralstoffe. Wasser ist Wasser und nicht irgendwie Nahrungsergänzungsmittel. Weil Wasser ist ein Trägerelement. Ein Trägerelement bedeutet, Wasser holt Sachen, was auch immer, von A nach B. Wie ein Taxi. Wenn du ein Taxi bestellst und da drin sitzen 20 Leute, dann passt du nicht rein. Da kannst du nicht einsteigen. Das funktioniert nicht. Wenn Wasser Mineralstoffe hat, wenn das zu viel Kalk drin ist und so weiter, dann kannst du davon trinken, wie du willst. Es bringt dir nichts. Gutes Wasser ist weiches Wasser. Und das bedeutet, da ist auch nur Wasser drin. Da sind keine Mineralstoffe drin und so weiter. Und dieses Wasser überträgt oder bringt Mineralstoffe, Energien, Informationen von A nach B im Körper. Also ein gutes Wasser ist weiches Wasser, ist in Glasflasche und direkt von der Natur, möglichst. Zum Beispiel, es gibt viele gute Wasserprodukte aus Italien. In Deutschland ist das nicht Vorsicht zu genießen, aber gibt es vielleicht 5%. Da muss man ewig rumwühlen, bis man sie gefunden hat. Und man muss wissen, Wasser überträgt hauptsächlich Information. Und durch die Filter, egal wie man diese Filter nennt, werden die molekulare Zusammensetzung, heißt göttliche Struktur von Wasser zerstört. Und das bedeutet, dieses Wasser macht uns krank. Fertig. Dieses Wasser hat überhaupt gar kein Wasser. Hat keine Kraft und hat gar nichts. Und ich kenne keinen Filter auf dem Markt, der das Wasser wirklich reinigt und irgendwie energetisch auflädt oder sowas. Sowas gibt es nicht. Davon wird zwar behauptet, aber ist nicht der Fall. Ein gutes Wasser ist eigentlich Bergwasser, wenn man direkt von einem Bach einfach trinkt. So. Ein Wasser, das durch Millionen Jahre durch die Steine gelaufen ist und sich gereinigt hat und so weiter und wirklich Gottes Wasser ist. Alles andere ist nur künstlich, ist nur da, um Geld zu machen und so weiter. Damit wäre ich sehr vorsichtig. In letzter Zeit kam es ja auch häufiger auf, dass man davon gesprochen hat, dass man zum Beispiel Baumwolle verbieten wolle, Baumwollkleidung. Und auch von der Kleidung bekommen wir Giftstoffe ab oder sie hat ja auch eine Wirkung auf uns. Wie ist das denn mit künstlichen Materialien verglichen jetzt mit Baumwolle oder Leinen oder Seide? Ganz schlimm. Ich habe das ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert, was ich weiß. Ich wollte wissen, ist das so oder ist es nicht so? Bei Kunststoff ist das so, dass die Haut nicht atmen kann. Die Haut wird erstickt. Wenn wir zum Beispiel Kontaktlinsen tragen, und Kontaktlinsen bestehen ja hauptsächlich aus Silikon, das ist auch ein Kunststoff, die Augen können nicht atmen. Die Augen gehen dabei kaputt, wenn man das ab und zu macht, geht. Wenn man im Sommer sagt, ich habe keine Lust, jetzt Brille zu tragen, das geht. Aber wenn man es dauernd macht, dann gehen die Augen kaputt. Und bei Kunststoff ist auf der Haut Unterhose, BH, Oberteil und so weiter, ist so, dass der Körper nicht atmen kann. Der Körper, ich muss immer wieder sagen, der Körper ist eine Leihgabe der Natur. Und der Körper kennt die Natur und kommt mit der Natur auch klar. Also auch mit natürlichen Stoffen wie Seide
Baumwolle und so weiter. Und deshalb habe ich irgendwann meinen kompletten Kleiderschrank, 80% davon habe ich weggeworfen, weil das eben aus diesen Kunststoffen waren. Oder heute noch, wenn ich irgendwo ein schönes Oberteil oder sowas sehe und ich sage, wow, das sieht so toll aus. Und ich gucke immer auf dieses Etikett, wo steht, wie viel da was drin ist. Wenn da steht nicht 100% Baumwolle oder Seide oder sowas, kaufe ich es nicht. Weil das sind auch künstliche Informationen drin. Und künstliche Informationen wirken auf unsere energetische Konfiguration negativ. Wir sind keine Kunstprodukte. Diese künstliche Intelligenz ist ja dafür gedacht, unsere menschliche, natürliche und göttliche Intelligenz kaputt zu machen. Dass wir den Bezug zu uns selbst, zu unserem Körper, zur Natur, zu Gott einfach verlieren. Das ist so der Hintergrund. Also ich rate dringend davon ab, zum Beispiel bei Brüsten von Frauen ist das so, man sagt ja, Brüste von Frauen ist ein Symbol der Weiblichkeit oder sowas manchmal. Aber was man nicht weiß, ist, dass sie viele Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter in sich bunkern für die Frau. Und wenn die Frau zum Beispiel Zigaretten raucht oder Alkohol trinkt, dann wird der Körper vergiftet. Und der Körper sagt, ich muss diese Giftstoffe loswerden, braucht also viel mehr Vitamine und so weiter und holt sich aus diesen Bunkern und aus den Archiven und so weiter, Depots. Und die Folge ist, dass die Brüste viel schneller altern, als durch normale Alterungsprozesse gekommen wären. Das heißt, du siehst da 20-Jährige bei ihnen hängen, die Brüste, und das ist wirklich kein schöner Anblick, will niemand haben. Und dann auf welche Ideen kommen sie? Sie operieren sich. Wenn sie einfach die Zigaretten und Alkohol und weiß Gott, was sie da sich antun, all diese Kondome sind voll von Giftstoffen, was sie da in sich reinstecken, oder all diese Tampons und so weiter, die vernichten eigentlich den ganzen Körper, besonders Frauen. Man hat es auch auf Frauen abgesehen. Und wenn man das alles weglässt, dann wird der Körper wieder jung, der Körper wird wieder schön, die Haut wird wieder schön. Und deshalb habe ich mir eine uralte Freude, die ich schon immer hatte, mir vorgenommen, spezielle Programme oder Programmzusammenstellungen zu machen, extra für Frauen, damit sie gesund und schön werden. Und ich bin dabei, ich habe mir das einfacher vorgestellt, als ich bis jetzt festgestellt habe. Es ist wesentlich komplexer. Man muss sehr vieles berücksichtigen und wissen, wo fange ich an, was mache ich und so weiter, dass es auch wirklich was bringt. Und ich bin jemand, der sehr praxisorientiert ist. Und ich sage einfach, es muss wirken, es muss ergebnisorientiert funktionieren und es muss wirklich eine massive Transformation mit sich bringen, die dauerhaft auch will. Und das sind so meine Ansprüche, deshalb arbeite ich noch daran. Zu deinem Matrix Clean werden wir gleich noch kommen, aber vielleicht vorab noch eine Frage zum Thema Körperpflege. Durch diese ganzen Körperpflegeprodukte, Kosmetika, Schminke nehmen wir ja auch Giftstoffe auf. Zum Beispiel durch Deo soll es auch zustande kommen, dass viele Leute dauerhaft unter Migräne leiden. Was würdest du denn Menschen empfehlen für die Körperpflege? Was kann man denn da noch nehmen, wenn man sich waschen will, wenn man sich die Haare waschen will oder sich einfach was Gutes tun will? Das heißt, Schritt Nummer 1, Belastungen meiden. Alles, was uns belastet, ob das die eigene Mutter ist oder Spaghetti ist oder Pizza oder Cola oder Energiedrinks, egal was es ist, was uns belastet, weglassen. Künstliche Produkte, industriell hergestellte Produkte weglassen. Sie belasten uns, machen uns nur krank. Und dann zur Körperpflege, für mich gehört definitiv Entgiftung dazu. Zum Beispiel, ich mache jeden Tag Fußbad, Elektrolyse. Und das holt alle Giftstoffe. Der Körper liebt es, über die Füße sich zu entgiften. Wenn der Körper merkt, es gibt irgendwo eine Möglichkeit, einen Kanal, um die Giftstoffe dahin zu bringen, weil wir ständig so aufrecht laufen, sammelt sich alles in den Beinen. Und es ist eine gute Sache, wenn wir durch die Füße all diese Giftstoffe wieder loswerden. Und Entgiftung gehört dazu. Und zur Körperpflege gilt dasselbe. Soweit sich das machen lässt, Naturprodukte nehmen, natürliche Produkte nehmen, künstliche Produkte lassen.
Und zum Beispiel die Haare müssen wir nicht ständig waschen. Die Frauen waschen die Haare ständig, weil sie glauben, meine Haare sind fettig, ich sehe schlimm aus. Und das stimmt nicht. Und die Haare werden ständig fettig, weil wir ständig diese Fette, die der Körper, die Haut und die Haare brauchen, ständig wegwaschen. Und der Körper versucht, das alles irgendwie auszugleichen. Und es gibt auch, das muss man ausprobieren. Jeder Körper tickt anders. Also es gibt nicht so, dass man sagt, ein Produkt für alle, sondern dass man sagt, diese Seifen, die es gibt. Wie heißen die nochmal? Aleppo-Seife. Aleppo-Seife oder Kernseife. Kernseife und so. Ich wasche meine Haare seit, ich glaube, 5 Jahren mit Kernseife. Und auch nicht ständig. Einmal die Woche reicht absolut, absolut. Wenn man sagt, ich habe längeres Haar, dann meinetwegen 2-mal. Und ich habe vor ein paar Wochen mich verleiten lassen. Ich wollte wissen, das kann doch gar nicht sein, dass alle Shampoos, die auf dem Markt sind, schlecht sind. Dann habe ich gesagt, komm, probier mal. Tolle Bewertungen, da stand Naturprodukt, da stand frei von Parfüm, frei von bla bla bla. Ich habe die 3 unterschiedliche, sehr unterschiedliche gekauft. Die haben alle Parfüm drin und ich habe das probiert. Sie haben meine Haare und meine Kopfhaut ruiniert. Ich habe nur Entzündungen bekommen, Juckreiz ohne Ende. Und das war einfach nur schlimm. Und es hat Wochen gedauert, bis mein Körper sich davon erholt hat. Und jetzt benutze ich diese Shampoos, um meine Toilette sauber zu machen. Für was anderes taugen sie nicht. Also nur so viel zum Thema Haare waschen. Wenn jetzt jemand ein gesundheitliches Problem hat, dann kannst du ja auch mit deinen Matrix Clean Programmen helfen. Du bist ja Matrix Cleaner. Was bedeutet denn eigentlich Matrix Clean und wie kannst du den Menschen da helfen? Ich habe mich dafür entschieden, mich Matrix Cleaner zu nennen, weil ich die Programme von Matrix löschen kann. Und das kann ich deshalb, weil sie künstlich sind. Weil sie ohne Erlaubnis der Menschen manipulativ auf sie übertragen worden sind. Weil sie die Menschen krank machen, ihnen die Freiheit nehmen, den Verstand rauben, sie depressiv machen, dass die Menschen orientierungslos sind, dass sie sich selbst nicht erkennen. Sie können nicht mal erkennen, was sie essen. Das ist die Erklärung, warum sie Fastfood essen. Weil Fastfood, da ist nur Mist drin, da ist nur Müll, das sind nur Abfallprodukte. Und die Leute merken es nicht, vor allem junge Menschen, was mir besonders wehtut. Sie essen es und sie merken nicht, was sie da essen. Also es gibt viele Experimente, zum Beispiel McDonald's ist mehrfach verklagt worden in den USA und ohne Ausnahme haben alle Kläger gewonnen. Dass McDonald's auf die Gesundheit nicht geachtet hat, die Leute vergiftet hat, dass das Gammelfleisch drin war und weiß Gott alles. Und es ist heute auch nicht anders. Immer wieder kommen Videos raus, wo die Mitarbeiter mit versteckter Kamera aufgenommen haben, was da abgeht. Das kann sich wirklich kein Mensch vorstellen. Und es gibt trotzdem Menschen, vor allem junge Menschen, die da hingehen und essen. Ist mir ein Rätsel, kann ich überhaupt nicht verstehen. Gibt es eigentlich ein unheilbar, ein zu spät? Ja, aber sehr selten. Wenn der Körper so ruiniert ist, dass man die Organe nicht wiederherstellen kann. Wenn der Körper so kaputt ist, zum Beispiel, wenn jemand bei einem Autounfall so zerquetscht ist, dass man den Körper nicht mehr zusammenkriegen kann, dann ist das nicht mehr zu retten. Aber das sind eher Ausnahmen. In der Regel, wenn die Mediziner sagen unheilbar, dann heißt es, sie wissen nicht, was das ist. Und sie können nicht helfen. Auch wenn sie sagen, es ist heilbar, können sie trotzdem nicht helfen. Sie können nur Körper unterdrücken und bekämpfen. Das ist das, was sie unter Heilung verstehen. Aber Heilung ist was ganz, ganz anderes. Heilung bedeutet, dass man mit dem Körper geht, dass man mit der Natur geht, dass man die Sprache des Körpers versteht. Dass man versteht, der Körper informiert uns eigentlich darüber, dass etwas total schräg läuft. Und wenn wir das zurückverfolgen bis zur Ursache und es weglassen, wird der Körper wieder gesund. Das ist wahre Heilung. Und etwas, was das Thema Heilung, was mir total gegen den Strich geht, ist, dass die Menschen glauben, sie können andere Menschen heilen. Es ist unmöglich. Also der Mensch kann sich selbst gesund machen oder krank machen. Der Mensch kann sich selbst krank machen oder heil machen. Nur der Mensch kann sich selbst heilen. Gott kann uns nicht heilen, Christus kann uns nicht heilen, die Ärzte können uns nicht heilen, Heilpraktiker können uns nicht heilen. Ich kann auch niemanden heilen. Was ich machen kann, ist erstens Matrix-Programme zu löschen und zweitens die Schöpfungsprogramme
ob die vorher schon in Menschen gab, auf sie wieder zu übertragen. Die Folge, ich sage Schöpfungsprogramme, ich kann auch sagen, das sind Schöpfungsmuster. Und das sind wie eine Vorlage, wie der Körper zu funktionieren hat. Dann wird derjenige heil, wenn er die Ursachen, die ihn krank gemacht haben, weglässt und sich verändert. Also wenn der Mensch sich nicht ändert, dann ändert sich auch nichts. Kannst du auch helfen, wenn jemand die Ursache für seine Krankheit selber nicht erkennt? Ja, natürlich. Zum Beispiel durch Karmalogie oder durch Gespräche. Oder manchmal muss man auch nicht die Ursache kennen, weil die Ursache gar nicht von einem kommt. Manchmal ist die Ursache die eigene Mutter. Die Mutter hat irgendwelche Fehlentscheidungen, Gedanken, Gefühle, Emotionen, Glaubenssätze auf die Kinder übertragen und die Kinder werden genauso krank wie die Mutter oder Vater. Und dann heißt es, das ist genetisch bedingt, das ist Unsinn. Also mit Genetik kann man Krankheiten nicht übertragen, das ist eine Lüge. Dass man sagt, genetisch bedingt, mein Vater war so, bei mir ist das auch so. Nein, das ist einfach nicht so. Das sind Programme, die übertragen werden. Und diese kann ich löschen für dich. Durch die Gnade Gottes ist das für mich ein unglaubliches Geschenk, dass ich das machen kann. Das heißt, ich kann Matrix-Programme, ob von Vater, von Onkel, Tante oder von Getränken, von Essen oder von was auch immer, kann ich löschen und dann die Schöpfungsprogramme oder die Schöpfungsmuster auf denjenigen übertragen. Dann kommt das bei ihm an und dann sein Körper und seine Seele entscheiden, wann welche Programme aktiv werden und dann hilft es ihnen. Die Menschen wollen eigentlich gesund werden. Sie wollen reich und glücklich sein. Aber ob sie die Bereitschaft haben, sich dafür zu ändern, ist eine andere Geschichte. Da habe ich auch keinen Einfluss. Das ist nicht meine Aufgabe, die Menschen zu verändern, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu ändern. Dass sie Aha-Momente haben, dass sie verstehen, dass sie dasselbe verursacht haben. Wenn sie andere Ursachen setzen, dann wird die Wirkung auch anders. Ich kann in meinem Leben Armut erzeugen oder Reichtum, Krankheit oder Gesundheit, Glückseligkeit oder Trauer und Wut und so weiter. Du sagtest, man kann sich nur selbst heilen. Wie kann man sich denn selbst heilen? Schritt Nummer 1 ist immer, was einen belastet, was ein Unheil bringt, was einen krank macht, belastet, ob Stress, ob Mutter, Vater, Kinder, Arbeit, Handys, egal was es ist, dass man es weglässt. Auch wenn man gesund ist, sollte man Belastungen weglassen. Wir müssen nicht warten, bis wir krank sind und dass wir sagen, oh, ich muss mich ändern. Man kann sich auch aus der Selbstliebe in Schutz nehmen und sagen, ich muss nicht ständig telefonieren. Ich muss nicht körperlich mit meinem Handy immer im Kontakt sein, schon gar nicht, wenn das Handy aufgeladen wird. Ich muss nicht immer im Restaurant essen und ich muss nicht überall WLAN anhaben ohne Bluetooth und weiß Gott was. Nur wenn es sein muss, wenn es anders nicht geht, ja, aber nicht dauernd. Das sind Dinge, die ein Mensch tun kann, der gesund werden will, egal was für eine Krankheit er hat. Und ich übrigens, bevor es missverstanden wird, ich bin immer dafür, dass man sich von Medizinern untersuchen lässt. Ich bin immer dafür, dass man sich Diagnose geben lässt, dass man sein Blut untersuchen lässt, damit man weiß, was ist in meinem Körper los. Man muss ja nicht alles glauben, was sie sagen, aber man kann es ja wissen. Und wenn man mit dieser Information eine Beratung zum Beispiel bei mir in Anspruch nimmt, dann kann ich viel effektiver helfen, wenn ich weiß auf Körperebene, was da los ist. Also wenn jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, das kann 5 Millionen Ursachen haben. Das kann von Rücken, von Nacken, von Energy Drinks, von Schlafmangel und alles Mögliche kommen oder Mineralstoffmangel und so weiter. Also das, was einen belastet, weglassen. Und was einen aufbaut, was der Körper braucht, erholsamen Schlaf im Gegensatz zu mir, erholsamen Schlaf, Bewegung, frische Luft, gutes Essen, Gutes zum Trinken haben und so weiter. Das sind Dinge, die jeder Mensch machen kann, unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht. Dass er gesund bleiben will und ein glückliches Leben haben will. Bei Bhakti Screen-Programmen kommt eine besondere Sache dazu, nämlich die Bereitschaft, sich zu ändern. Das heißt, die Bhakti Screen-Programme sind Schöpfungsmuster bzw. Schöpfungsprogramme, die eigentlich in der Schöpfung gibt. Und die sind von Gott gegeben, die existieren in uns allen. Nur sie werden außer Betrieb gesetzt, sie werden gelöscht, sie werden umgeleitet, sie werden blockiert durch Matrix-Programme.
Ich kann die Matrix kriegen durch Matrix-Programme. Ich kann Matrix-Programme löschen und diese Schöpfungsprogramme auf die Menschen übertragen. Und diese Übertragung bewirkt aber, dass vieles in den Menschen, was vor allem ihn krank und unglücklich gemacht hat, sich langsam verändern. Wenn der Mensch sich mit dieser Veränderung kompatibel macht, dann wird er heil, dann wird er gesund. Das heißt, der Mensch kann sich gesund machen, heil machen, indem er krankheitsmachende Dinge lässt und Dinge, die für seine Gesundheit wichtig sind, hochfährt, gutes Wasser, gutes Essen und so weiter. Gute Freunde, das gehört alles dazu. Und beim Matrix-Clearing-Programm kommt eben dazu, man muss mit diesen Schöpfungsprogrammen auch gehen. Als Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe ständig Bauchprobleme zum Beispiel, meine Leber tut weh, die Ärzte gucken und finden nichts. Und ich schaue mir das System an und ich sage, das ist zu viel Wut drin, da ist zu viel Wut drin. Und ich stelle fest, die Wut ist deshalb da drin, ist bei uns immer so, weil derjenige der Auffassung ist, seine Wut ist berechtigt. Es ist berechtigt, diejenigen, die wir Böses getan haben, es ist richtig wütend auf sie zu sein. Es ist natürlich wütend auf sie zu sein. Wenn er diesen Gedanken nicht korrigiert, dann helfen ihm die Matrix-Programme nicht oder nur vorübergehend. Die eigentliche Hilfe von Matrix-Clearing-Programmen sind, dass der Mensch sich verändert. Das heißt, meine Matrix-Clearing-Programme setzen nicht nur auf den Körper, also körperliche Veränderung, Verbesserung, sondern auf energetische Veränderung und Veränderung im Bewusstsein. Weil die Ursache von allen Problemen, gesundheitliche, partnerschaftliche, sexuelle, finanzielle, weiß Gott welche Probleme, kommen alle aus dem Bewusstsein. Also wenn man sich nur um den Körper kümmert, bringt das nicht viel, weil wenn das Bewusstsein dasselbe bleibt. Und deshalb wirken die Matrix-Programme so gut und nachhaltig und sehr lange dauernd, also für den Rest des Lebens, weil sie auf allen diesen unterschiedlichen Ebenen setzen. Und wahre Gesundwerdung und Heilung bringen. Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht kann man auch sagen. Weil ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne Veränderung des Bewusstseins ändert sich im Leben nichts. Wenn man sagt, ich bin krank, ich habe ständig dies und das, dann musst du in deinem Bewusstsein irgendwas umstellen. Also eine, ich sage immer, Fehlschaltung, die dich dazu bringt, etwas zu essen und trinken oder tun, denken, fühlen, was für dich nicht gut ist. Also Matrix-Clearing-Programme setzen ganzheitlich auf die Genesung und auf allen Ebenen, körperliche, seelische, geistige, energetische und Bewusstseinsebene. Das heißt, wenn jetzt jemand so weitermachen will wie bisher und will einfach seine Krankheitssymptome weghaben, damit er weitermachen kann, für den ist das eigentlich nicht geeignet. Er hat eigentlich gar nichts davon, weil er keine Veränderung will. Das ist wie jemand Alkohol trinkt und Leberprobleme hat, geht zum Arzt und bekommt irgendwelche Medikamente, aber trinkt weiterhin Alkohol. Das hilft ihm nicht. Er muss die Ursache, nämlich Alkohol, weglassen. Und dann der Grund, warum er Alkohol trinkt, muss er auch erstmal weglassen. Und das heißt, ich trinke Alkohol, weil ich nicht erinnert werden will. Ich will das nicht fühlen, was meine Seele mir immer wieder sagt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Ich will es nicht fühlen, deshalb trinke ich Alkohol. Wenn ich sage, ich will doch fühlen, ich will mit meiner Seele kommunizieren, dann brauche ich Alkohol nicht. Weil Alkohol ist eigentlich ein Betäubungsmittel für die Nerven. Alkohol ist Nervengift. Man kann es anders nicht sagen. Alkohol, was die Leute als Entspannung empfinden, ist nichts anderes als Unterbrechung von Informationsübertragung. Und das bedeutet, man will etwas nicht sehen, man will etwas nicht hören, man will etwas nicht fühlen, dann trinkt man Alkohol. Wenn man also sagt, das ist nicht so schlimm, du kannst dich damit beschäftigen, mit Trauer, mit Wut, mit Aggression, mit Einsamkeit, irgendwelche traumatischen Erlebnissen aus der Kindheit und so weiter, dann braucht man Alkohol nicht oder Drogen oder sowas. Du hattest eben auch die unterschiedlichen Ebenen einer Krankheit erwähnt, also die seelische Ebene, die geistige und die körperliche. Könntest du das noch etwas weiter ausführen? Der Körper ist die letzte Instanz, nicht die erste. Meine Matrix-Clearing-Programme setzen erstmal auf das Bewusstsein. Das ist die höchste Ebene. Dann kommt die seelische, die Empfindungsebene, die seelische Ebene. Und dann die energetische Ebene, dass die energetische Konfiguration von einem Alkoholiker zu einem gesunden Menschen wird. Wenn zum Beispiel eine Katze hat eine energetische Zusammensetzung und Konfiguration von einer Katze.
Wenn es gab oder gibt schon Menschen, die das konnten und können, sie können ihre energetische Formation so ändern, dass sie dann aussehen wie ein Wolf oder wie ein Bär. Das können sie heute noch. Und zum Beispiel in Südamerika ist fast normal, dass es Menschen gibt, die sowas können. Sie verdienen auch gutes Geld damit. Das ist für mich verrückt, wenn jemand das macht. Aber das ist auch energetische Ebene. Das heißt, ich habe Hunderten und Tausenden Menschen geholfen, von Pornos wegzukommen, von Zigaretten wegzukommen, von Alkohol, von irgendwelcher Sexsucht und weiß Gott, was es gab. Wieso konnte ich das? Weil ich das Bewusstsein korrigieren konnte. Ich habe das Bewusstsein nicht verändert. Ich habe nur all diese Matrix-Clean-Programme da gelöscht, die durch diese Fehler dort gespeichert waren, all diese Parasiten, Energiefresser, und die Schöpfungsprogramme da auf Bewusstsein übertragen. Und dann auf die seelische Ebene, genau dasselbe, dass die Seele anders empfindet. Und dann auf energetischer Ebene, dass die energetische Konfiguration zum Beispiel von einem Alkoholiker zu einem normalen Menschen oder Sportler wird. Und dann also wir hatten Bewusstsein, Seele, Energie und dann meinetwegen Körper. Und Körper ist die letzte Instanz. Der Körper verkörpert immer das, was wir falsch machen oder gut machen. Und zum Beispiel Altern ist eigentlich ein unnatürlicher Prozess, wie wir heutzutage altern. Also wir altern eigentlich, weil wir ein ungesundes Leben haben. Es gibt heute noch in Russland, in China zum Beispiel, Südamerika, in Kanada, es gibt da Menschen, die sind 150 Jahre alt und sie arbeiten ganz normal. Und das ist auch nicht so, dass man sie irgendwie tragen muss oder mit Infusion am Leben halten muss. Sie leben ganz normal, sie kochen, waschen und arbeiten wie sonst auch. Das wäre eher der normale Zustand von uns Menschen. Aber wir werden künstlich gealtert, wir werden künstlich krank gemacht. Und weil man uns Menschen einfach nicht mag. Man ist der Auffassung, es gibt zu viele Menschen in dieser Welt, was absoluter Blödsinn ist. Und das meiste, was auf der Erde an zum Beispiel Land und Ressourcen existieren, sind völlig unberührt und unbenutzt. Irgendwelche reiche Familien haben alles aufgekauft, aber das ist eigentlich ein globales Gut für alle Menschen. Und hier auf dieser Erde passen mindestens 30 Milliarden Menschen, die völlig entspannt leben können, ohne sich gegenseitig zu nerven, dass sie alle genug zum Essen und Trinken haben. Das ist so, faktisch gesehen. Aber wir haben noch nicht mal 7 Milliarden und sie reden davon, es gäbe viel zu viele Menschen. Sadhguru zum Beispiel gehört auch dazu. Er gehört zu diesen Leuten, die sagen, wir haben zu viele Menschen und wir müssen das reduzieren. Ich weiß nicht, wie kommen diese Menschen auf die Idee, sich selbst das Recht zu geben, wir sind die Guten, die anderen sind böse oder wir dürfen auf dieser Welt sein und die anderen nicht. Wie zum Beispiel Klaus Schwab, der hat auch gesagt, sie werden nichts haben, aber werden glücklich sein. Er hat nicht gesagt, wir werden nichts haben, er hat gesagt, sie werden nichts haben. Das heißt, sie werden nichts haben, wir werden alles haben. Das ist so die Folge, das ist so diese kranke Fantasie, die diese Leute tun. Es gibt ja auch dieses Thema Erbkrankheiten oder diese Frage, warum bekommt jemand eine bestimmte Krankheit und jemand anders nicht? Warum scheint der immun dagegen zu sein? Warum gibt es solche bestimmten Anfälligkeiten? Es gibt auch sogar dieses medizinische Phänomen, dass zum Beispiel jemand irgendeine Krankheit hat, aber er leidet gar nicht darunter. Das heißt, die Symptome, die typisch wären bei der Krankheit, obwohl derjenige die Krankheit hat, kommen gar nicht zum Vorschein. Und es gibt dann andere, sie haben die Symptome, aber sie haben die Krankheit gar nicht. Da sind die Erreger überhaupt nicht zu finden, aber derjenige hat trotzdem die Symptome. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, dass wir in dieser Welt sind, um bestimmte Lektionen zu lernen. Und Lektionen sind ohne Erfahrung nicht möglich. Ohne Erfahrungen gibt es davon 2 Arten, theoretische, dass man auch von Erfahrungen von anderen profitiert, oder praktische, dass man selber Erfahrungen macht. Und das bedeutet, wir sind in dieser Welt, um bestimmte Dinge zu lernen, bestimmte Dinge zu verstehen. Heißt, bestimmte Dinge überwinden, loslassen, loswerden und andere Dinge entwickeln, die bis jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Krankheiten, ob die jetzt mit Symptomen oder ohne, die gehören auch dazu. Und das bedeutet, da kommt das Gesetz der Entsprechung ins Spiel. Wenn mir etwas nicht entspricht,
das heißt mit mir nicht kompatibel ist, dann kann es auch, egal was es ist, mit mir gar nicht in Austausch treten. Das ist sehr wichtig, dass man es versteht, vor allem in Esoterik hat man es komplett falsch verstanden. Nochmal, was mit mir nicht kompatibel ist, kommt nicht zu mir. Wenn man wirklich das auf sich kurz wirken lässt, heißt, wenn ich mich entwickle, wenn ich immer besser werde, immer schöner, immer intelligenter, gebildeter, immer gütiger, sanftmütiger, intelligenter, dass ich einfach mich weiterentwickle, wird das Schlechte, was in dieser Welt existiert, mich erreicht, immer schwerer haben, mich zu erreichen. Auch Krankheiten, auch Menschen, die Böses tun, Unfälle, Unglücksfälle, Betrügereien und so weiter. Das ist der Hintergrund. Das heißt, jemand bekommt die Erreger, welche Erreger auch immer, aber die Erreger sind mit ihm nicht kompatibel, weil er anders ist, weil er anders denkt als die Erreger. Wir Menschen, wir haben das Böse erschaffen. Wir haben die bösen Bakterien erschaffen. Gute Bakterien kommen von der Natur, böse von uns. Wir haben die Viren erschaffen, wir haben die Krankheiten erschaffen. In der Natur gibt es keine Krankheiten. Auch wenn Löwen und Bäume und so weiter krank werden, haben wir es gemacht, wir haben es gemacht. Wir bestrahlen sie mit Satelliten und mit 5G und so weiter und dann entstehen komische Sachen. Sowas wie Krankheit gibt es überhaupt eigentlich in der Natur nicht. Überhaupt nicht. Wir haben die Natur krank gemacht. Wir haben uns krank gemacht. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Das heißt, irgendeine Gruppe von Menschen haben eine bestimmte Denkweise und dadurch entsteht irgendein Virus. So. Und wenn dieses Virus mich erreicht, durch welche Wege auch immer, aber ich denke nicht so wie die das erschaffen haben, dann existieren diese Viren zwar in mir, aber sie werden nicht übertragen auf jemand anderen, weil ich nicht so ticke. Und sie machen mich auch nicht krank, weil ich anders denke als diejenigen, die als Schöpfer das alles in die Welt gebracht haben. Was mit mir also nicht kompatibel ist, mir nicht entspricht, kommt nicht zu mir. Das bedeutet, je mehr ich mich entwickle, je höher ich schwinge, dass meine Schwingung immer göttlicher wird, umso schwerer hat es das Böse, mich zu erreichen. Ob Bakterien, Viren, Symptome, Krankheiten, Unfälle, bösartige Menschen, egal wie man es auch nennt. Das kommt nicht zu mir, weil ich es gar nicht anziehe, weil es mit mir überhaupt nicht kompatibel ist. Das heißt, diese Idee, ich nehme mich in Schutz, ist eine nette Idee, aber eigentlich brauchen wir dort nur dann Schutz, wenn wir auf derselben Ebene sind, wie das, was wir nicht haben wollen. Ich sage immer, wenn ein verrückter Hund da ist, der einen beißt, und du bleibst aber auf derselben Ebene wie der Hund, dann ist doch klar, dass er wieder zubeißt. Aber wenn du einfach 1-2 Meter höher steigst, zum Beispiel einen Baum hochkletterst, das ist nur symbolisch gemeint, dann kann dich der Hund nicht mehr erreichen, weil Hunde nicht klettern können. Also einen Baum hoch. Und das bedeutet, Schutz haben zu wollen ist ganz nett, ist manchmal auch vielleicht notwendig, aber als Dauerprogramm nein, als Dauerlösung nein. Ich muss die Ebene verlassen, das heißt, ich muss mich immer weiter nach oben entwickeln. Wenn ich diese niedrig schwingende Bakterien, Viren, Krankheiten, Unfälle, bösartige Menschen, komische Situationen und so weiter nicht haben will. Das ist die Wahrheit. Wenn man jetzt sagt, eine bestimmte Krankheit, zum Beispiel Krebs, liegt in der Familie, heißt es dann auch, dass in dieser Familie bestimmte Gedankenmuster vorhanden sind, die alle denken und deshalb haben alle diese Anfälligkeit? Denken oder fühlen oder dasselbe essen oder dieselbe Überzeugung haben, wenn sie sagen, die Welt ist schlimm. Zum Beispiel, die Welt ist ein Dschungel und du musst der schneller sein, du musst zuerst zuschlagen, bevor jemand dich fertig macht und so weiter. Wenn sie alle so diese Überzeugung haben, von irgendjemandem haben sie übernommen und alle ticken so unbewusst, dann sind sie alle für diese Schwingung anfällig, dann sind sie alle für diese Bakterien, Viren, Krankheiten und so weiter anfällig. Ich muss wirklich immer wieder sagen, es wird zwar behauptet, dass genetisch bedingte Krankheiten gibt es, aber Unsinn. Die Wahrheit ist, dass die Informationen von Großeltern auf Eltern, von Eltern auf die Kinder übertragen werden
Und dadurch werden auch die Gene manipuliert, negativ verändert. Aber das kann man wieder rückgängig machen. Das geht. In den letzten Jahren hört man ja immer mehr von der sogenannten energetischen Heilung. Was hat es denn damit auf sich und wie grenzen sich deine Matrix Clean Programme davon ab? Also mit energetischer Heilung, erstens ist das ein Betrug. Niemand kann auf niemanden Energie übertragen oder Energie nehmen. Es ist so, dass jeder Mensch mit eigener personalisierter Energie in diese Welt kommt. Man kann jemanden Energie nehmen, wenn er damit einverstanden ist. Und trotzdem bringt es einem nicht wirklich weiter, weil du eines Tages ihm das zurückgeben musst, weil es zu ihm gehört. Gott hat ihm diese Energie gegeben und niemand darf darüber verfügen. Und umgekehrt auch, dass man anderen Energie nimmt oder sowas. Oder Energie überträgt. Etwas, was zum Beispiel bei Reiki und wie die alle heißen, die sich Meister nennen, was eigentlich Blödsinn ist, dass sie wirklich Energie von aufgestiegenen Meister, sie nennen sich so, die sind weder aufgestiegen, noch sind sie Meister. Das sind irgendwelche Schwachköpfe, die hier mal als Heilpraktiker und weiß Gott was gearbeitet haben, sie sind gestorben und leben jetzt in niedrig schwingenden astralen Welten. Und von dort aus wollen sie über die Menschen verfügen. Sie wollen die Menschen versklaven. Und wenn man die Menschen versklaven will, kann man nicht rumlaufen und sagen, hört alle zu, ich will euch alle versklaven. Wer ein Sklave sein will, möge zu mir kommen. Das machen sie nicht. Sondern sie sagen, oh, du brauchst Geld. Zum Beispiel die Bank sagt, du brauchst Geld. Du willst ein Haus kaufen für 1 Million, du hast kein Geld, wir geben dir Geld. Und sie tun so, als würden sie einen lieben, dass man sagt, oh, ich fühle mich so geliebt. Nein, sie wollen dich fertig machen, sie wollen über dich verfügen. Außerdem, das Haus gehört dir gar nicht, das ist nur eine Illusion. Es gehört ihnen, solange du das nicht abbezahlt hast, wenn du es überhaupt jemals schaffst. Sie wollen die Wirtschaft künstlich hochfahren, indem sie dir etwas ermöglichen zu kaufen, was du gar nicht haben kannst, weil du das Geld nicht dazu hast. Und das hat auch geistige, energetische Gründe. Und diese aufgestiegenen Meister übertragen Energie auf einen Menschen, der unter Energiemangel leidet und deshalb krank geworden ist. Und indem sie diese Reiki-Meister und so weiter die Hand auflegen, lassen zu, dass diese Energie von da durch sie auf denjenigen übertragen wird. Die Folge ist, sie lassen sich selbst missbrauchen als ein Mittel zum Zweck. Allein das ist schon falsch. Zweitens, sie übertragen Energie auf jemanden, der eigentlich Energiemangel verursacht hat. Drittens, derjenige tritt in Schuld, wie bei einer Bank, dem aufgestiegenen Meister gegenüber, weil das seine Energie ist. Und eines Tages muss er ihm das zurückzahlen. Das heißt, wenn derjenige tot ist, irgendwann stirbt er ja, landet er bei ihm und er sagt, ich habe dir geholfen, damals, als du meine Hilfe gebraucht hast, jetzt musst du mir dienen. Und in astralen Welten ist das nicht so, dass man sagt, okay, du dienst mir bis Montag oder 2 Tage oder 2 Jahre, sondern das sind tausende Jahre. Das heißt, derjenige, der die Hand auflegt und Leute heilt, ist erstens kein Heiler, ist ein Scharlatan. Entweder bewusst, dass er weiß, dass er es nicht kann und irgendeine andere Energie durch ihn wirkt und die Leute betrügt und Geld verdient, oder es ist ihm gar nicht bewusst. In beiden Fällen bewirkt er dasselbe. Er bindet die Seele des Betroffenen an einen aufgestiegenen Meister. Das ist eigentlich wie eine unsichtbare Sekte, wie diese Zeuge Jehovas, die rumlaufen und einen von Jesus überzeugen wollen. Sie wollen neue Steuerzahler haben und Anhänger und so weiter. Selbst jetzt müssen sie zu solchen Mitteln greifen. Oder sie machen Partys für Jugendliche und machen eine auf modern. Das ist alles nur Beschiss. Das ist nur Beschiss. Sie wollen nur Anhänger haben. Sie wollen nur Energielieferanten eigentlich haben. Und für mich ist das Schlimmste, was diese Leute, Heiler und so weiter tun, ist, für mich ist das Schlimmste, dass der Mensch daran gehindert wird, sich selbst zu entwickeln. Das heißt, die Ursache wird überhaupt nicht behandelt. Dass der Mensch sagt, ach, ich habe jetzt Krebs, das und das, weil ich meine Mutter immer gehasst habe. Und das ohne Grund.
oder weil ich ständig Wut in mir trage oder weil ich Angst habe. Diese Angst hat diese Krankheit in mir verursacht. Das will überhaupt nicht behandeln, weil diejenigen davon auch keine Ahnung haben. Ist auch unwichtig. Es geht nicht um die Gesundheit. Es geht nicht um die Heilung. Es geht darum, eine Seele an eine unsichtbare Sekte zu binden, so wie Kirche oder all diese Sekten heißen. Und darum geht es. Für mich ist das Schlimmste, dass der Mensch daran gehindert wird, sein Bewusstsein zu entwickeln. Weil mit dem Bewusstsein beginnt alles und endet alles. Alles. Das ist wie ein Kreislauf. Alle Probleme, alle Erweiterungen, alle Reichtümer und reich sein, arm sein, gesund sein, krank sein, schön sein, hässlich sein, alles beginnt und endet im Bewusstsein. Und sie hindern die Menschen daran, ihr Bewusstsein zu ändern. Und sie wollen nur, dass es demjenigen gut geht und dass sie sagt, oh, das ist weg, also bin ich gesund. Nein, du bist nicht gesund. Ich muss das noch sagen. Krankheit, und sagen wir Krebs, ist eine Einstrahlung von der Seele auf den Körper. Im Körper wird das sichtbar. Das heißt, wir sind ja in dieser Welt, um bestimmte Lektionen zu lernen, bestimmte Dinge zu lernen, bestimmte Grenzen zu überschreiten, Dinge überwinden, loslassen, loswerden. Wir sind hier, um zu lernen. Manchmal auch durch Krankheiten. Die Seele verkörpert uns, macht etwas sichtbar durch den Körper. Wenn, was hier bei Reiki-Leute machen, was für mich unglaublich kriminell ist, das hat Bruno Gröning übrigens auch gemacht, den ich auch persönlich auf der anderen Seite kennengelernt habe. Da ist mir schlecht geworden, weil er heute dasselbe macht, weil er dazu nichts gelernt hat. Obwohl er so ausgesehen hat wie ein Frosch und daran auch am Ende gestorben ist, bleibt er trotzdem dabei und macht genau denselben Scheiß wie damals auch. Was ich jetzt erkläre. Was der Mann unter Heilung verstanden hat und die Leute eigentlich betrogen hat, ist, dass er die Einstrahlung, also Informationsübertragung von der Seele zum Körper unterbrochen hat. Ohne diese Information ist der Körper scheinbar wieder gesund geworden. Der Körper war nicht gesund, die Seele war auch nicht gesund. Und derjenige hatte nie die Chance zu verstehen, warum war ich überhaupt krank? Warum konnte ich meine Beine nicht fühlen? Das war auch nicht der Sinn. Bruno Gröning hat sich mit sowas überhaupt nicht beschäftigt. Sondern er wollte einfach, dass die Leute heil werden. Das bedeutet, das ist eine satanische Grundeinstellung, dass man sich außerhalb der göttlichen Reiche trotzdem heimisch fühlt. Das ist schon ein Thema für sich. Das bedeutet, ich sage nochmal, die Übertragung von Seele, was absolut göttlich ist, auf den Körper. Das heißt, die Seele sagt, Junge, hör zu, das läuft bei dir schief. Das musst du korrigieren, das musst du lernen, deshalb habe ich dich auch in diese Welt gebracht. Die Seele strahlt, überträgt Informationen auf den Körper. Der Körper wird zum Beispiel, du kannst auf einmal deinen rechten Arm nicht bewegen oder irgendwie ein Finger wird taub oder was weiß ich. Und dann geht man zu so einem Möchtegern-Heiler und er durch diese astrale Wirkung unterbricht die Einstrahlung, Übertragung der Information von der Seele auf den Körper. Und dann wird der Körper gesund. Das heißt, der Körper kann nichts mehr sichtbar machen, weil da keine Information kommt. Und die Leute sind auch so blöd, dass sie glauben, sie sind jetzt gesund. Derjenige hat ihnen geholfen. Nein, hat er nicht. Das Problem wird, indem man den einen Wasserhahn zumacht, wird von woanders kommen. Dann wird diese Einstrahlung der Seele, wenn dieser Kanal geschlossen wird durch diese astrale Möchtegern aufgestiegene Meister, dann wird die Seele einen anderen Kanal suchen müssen. Und dann in der nächsten Inkarnation noch schlimmer in astralen Welten. Und das ist wirklich ein heilloses Durcheinander von Halbwissen und Charlatanerie, die Menschen wirklich in den Abgrund treibt, nur weil sie keine Schmerzen haben wollen, nur weil sie auf billigste Art und Weise, ohne dass sie sich ändern, gesund werden wollen. Und das ist nicht meine Art. Da mache ich auch nicht mit. Also wenn jemand sagt, hier, das ist mein Problem, schaff das weg. Das geht nicht, das kann ich nicht, das muss er selber machen. Ich gebe ihm einfach die Möglichkeit, auf die Beine zu kommen. Ich gebe ihm die Möglichkeit, mit sich selbst in eine friedvolle Beziehung zu kommen, seine Seele wahrzunehmen, die Ursachen zu begreifen, sich zu ändern. Und dann wird er auch heil. Und dafür gibt es auch dass ich die Matrix-Programme von ihm lösche, nicht Matrix-Programme von ihm lösche.
Diese manipulative Dinge, die ihn dazu bringen, blödsinnige Entscheidungen zu treffen, die werden gelöscht. Und stattdessen kommen dann Schöpfungsprogramme. Und derjenige muss diese Veränderung annehmen und neue Wege gehen. Dann wird er auch gesund, haben auch sehr, sehr viele getan. Es gab auch Ausnahmen, sie wollten die neue Wege nicht gehen und nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen waren die Probleme wieder da. Aber das war selbst bei Christus nicht anders. Er hat auch Menschen geholfen und hat gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, mach nicht denselben Fehler wie früher. Und demjenigen ging es gut, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und derjenige hat noch mehr Unsinn gemacht wie vorher. Dann kam dieselbe Krankheit und dann haben sie zu Christus gesagt, ein Betrüger. Er wollte nur angeben, dass er heilen kann vor anderen und jetzt im Geheimen bin ich wieder krank geworden. Er hat mich gar nicht geheilt. Doch, er hat dich geheilt. Er hat dich von Krankheit befreit und hat dir die Möglichkeit gegeben, dass du ein neuer Mensch wirst, dass du dich änderst und du hast dich nicht geändert. Du hast sogar noch mehr Unheil gemacht wie sonst. Und jetzt ist die Krankheit wieder da. Das haben die Menschen damals nicht verstanden, das verstehen sie heute nicht. Manche sagen ja, Sport sei Mord und viele versuchen ja ihr Leben zu ändern, die eher nur den ganzen Tag gesessen haben. Sie machen jetzt Sport und wollen sich was Gutes tun, fangen dann an mit einer sogenannten sanften Sportart wie Yoga oder Tai Chi oder solche Sachen. Welche Sportarten würdest du Menschen empfehlen? Von welchen würdest du abraten? Gibt es eine Sportart, die für jeden gut ist oder ist das sehr individuell? Es ist individuell. Ich glaube, durch falsche Motivation, das heißt falsche Beweggründe, sind viele Sportarten entstanden, die mit Sport, mit Körper, mit Bewegung, Gesundheit überhaupt nichts zu tun haben. Wenn wir ständig die Berge hochklettern und ihre majestätische Erhabenheit verletzen, Skiurlaub machen und Berg runterrutschen, das ist kein Sport, das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Und immer wieder passieren Unglücksfälle, immer wieder selbst Erfahrene gehen dabei darauf und die Leute lernen daraus nichts. Und gerade Schnee ist eine, wie soll ich das nur sagen, Schnee ist eigentlich ein Heilmittel für die Erde. Und die Menschen missbrauchen es, indem sie einfach auf die Berge gehen und da Urlaub machen und trinken und weiß Gott, was sie da machen. Das hat mit Sport überhaupt nichts zu tun. Und zum Beispiel Muskel aufbauen, finde ich persönlich eine schöne Sache, wenn das dem Körper gut tut, wenn es zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und zu dem Typ passt. Das heißt, ein Mann muss andere Muskeln aufbauen als eine Frau zum Beispiel. Das sind alles viele, viele kleine Details, die man nicht berücksichtigt und man macht einfach Sport. Aber trotzdem, wenn die Motivation nicht stimmt, stimmt auch die Sportart nicht. Zum Beispiel, ich liebe es schon, habe immer geliebt, Fahrrad zu fahren. Aber Fahrradfahren, weil das immer dieselben Bewegungen sind, weil man immer so ein bisschen gebeugt ist oder auf die Knie geht oder diese Satteldinge, die sind einfach schlecht. Die sind schlecht gebaut, die sind ungesund für eine Frau, die sind ungesund für einen Mann aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn man das dauernd macht, ist das keine gute Idee. Wenn man das einfach macht, dass man sagt, macht mir Spaß, ist okay. Aber wenn man das dauernd macht, ist das nicht gut. Wenn man sagt Sportart, wobei ich mit dem Begriff schon ein Problem habe, dann würde ich sagen Schwimmen. Ist die angenehmste und beste Art, den Körper zu trainieren und die richtigen Muskeln zu trainieren. Man trainiert eigentlich alles. Und man bewegt sich gut, das Wasser ist sowieso ein Heilelement. Das Wasser ist ein göttliches Element. Und das tut gut, aber trotzdem, das ist alles, die Menschen haben Sport mit Gesundheit, mit Bewegung verwechselt. Und deshalb habe ich Matrix Clean Bewegungen entwickelt, die auf all diesen 5 Ebenen, die ich genannt habe, helfen, dass wir uns weiterentwickeln. Und die ersten, die davon öffentlich erfahren sind, die in Wiesbaden bei der Ausbildung zum Lichtwanderer dabei sind. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich zeige und deshalb habe ich gesagt, diejenigen, die die Ausbildung zum Lichtwanderer für Ende September in Wiesbaden gebucht haben, bekommen kostenlosen Zugang zu allen meinen Matrix Clean Videos und damit sie vorbereitet sind, weil das, was ich dort vorhabe, ist einfach sehr massiv und das ist echte Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitssprünge sind das. Und diese Matrix Clean Videos helfen ihnen dann.
Und das bedeutet, das sind bestimmte Bewegungen und ich hoffe dieses Jahr, wenn nicht nächstes Jahr, 2026 spätestens werde ich diese aufnehmen und dann werden wir sie veröffentlichen. Dass die Leute alle das zu Hause üben können und ich habe das ausprobiert, ich habe das mit meinen Freunden ausprobiert und die Ergebnisse waren einfach unglaublich. Das ist einfach nur verrückt. Dass man mit ganz einfachen Bewegungen, die sind eigentlich kein Sport, die sind nicht mal Bewegung, sich selbst korrigieren, aufbauen kann, entlasten kann, sich einfach Gutes tun kann auf allen Ebenen. Das wird es noch geben. Wie stehst du denn zu diesen Sportarten, wo immer eine Art Philosophie dahinter steckt? Zum Beispiel bei Yoga, Tai Chi oder auch bei Karate. Da gibt es ja meistens irgendeine Philosophie dahinter und die haben ja auch eine bestimmte Wirkung auf den Körper. Was hältst du denn davon? Das ist das, was ich mit Motivation gemeint habe. Das ist das, was ich mit Motivation meinte, dass sie versuchen, mit zum Beispiel Kampfsportarten sind alle satanisch. Da kann man jetzt, ich war selbst auch ein Kampfsportler, habe jahrelang Kampfsport gemacht, unterschiedliche Dinge. Aber der menschliche Körper ist eine Leihgabe der Natur und keine Waffe. Wenn man Menschen liebt, wenn man überhaupt liebt, braucht man keine Waffen. Man muss nicht kämpfen. Man muss sich nur verteidigen, wenn man angegriffen wird. Das heißt, man befindet sich Schwingungsebene, gedanklich und so weiter auf derselben Ebene wie der Angreifer. Ist man nicht auf dieser niedrigen Ebene, dann braucht man keine Verteidigung, weil niemand einen angreift. Und wenn, dann erreicht es einen überhaupt nicht. Das heißt, die Grundidee von Kampfsportarten ist, du kannst angegriffen werden, die Menschen können dich fertig machen. Und das ist eine eigentlich negative Einstellung Menschen gegenüber. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Kampfsport machen will. Aber ich habe Schwierigkeiten dazu und das hat mich auch oft zum Weinen gebracht, wenn die Menschen sich gegenseitig blutig schlagen. Und bei dieser MMA zum Beispiel ist eine Krankheit, das ist pervers, das ist nicht Sport, das sind Verrückte, die das machen. Wenn jemand anderen blutig schlägt und derjenige ist bewusstlos und der Sieger springt hoch und er glaubt, er hat gesiegt. Was für ein Sieg ist das denn? Wenn man einen Bruder oder eine Schwester bewusstlos schlägt. Jetzt sind auch noch Frauen dazu gekommen und in Asien sind auch Kinder da. Kinder, 5-Jährige schlagen aufeinander. Für mich ist das krank. Das ist verrückt. Statt dass man sich gegenseitig umarmt, dass man sich lieb hat, dass man sich gegenseitig massiert, füreinander kocht und das Leben sich gegenseitig leicht macht, bekämpft man sich gegenseitig. Das ist verrückt, das ist nicht Sport. Und solche Perversionen gibt es bei allen Sportarten. Diese Idee, ich muss besser sein als andere. Wer hat das gesagt? Wo kommt dieser Gedanke her? Ich muss der Schnellste sein, ich muss der Beste sein. Ja, du musst besser sein als das, was du bist. Du kannst besser werden als das, was du bist, aber du kannst niemals besser werden als andere. Diese Wettbewerbsgedanken sind schon verrückt. Ich will einen Pokal gewinnen oder ich will der Schauspieler des Jahres sein und so weiter, das ist alles nur Blödsinn. Wer von den Leuten, die solche Pokale und Siege errungen haben, sind glücklicher geworden? Keiner. Das hat sogar Mike Tyson gesagt. Ich bewundere ihn sehr, ich würde ihn gerne eines Tages kennenlernen. Und er hat all diese Preise, die er gewonnen hat, gezeigt und er hat gesagt, das bedeutet alles gar nichts. Eigentlich ist da nicht mal ein Sieg dabei. Der wahre Sieg ist, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du dich selber magst, wenn du dich selber liebst, wenn du eine Bereicherung bist für andere. Überleg mal, ein Boxer. Für mich ist das wirklich eine Entwicklung, weil er war ja eine Tötungsmaschine im Ring. Aber er musste diesen Weg gehen, um da anzukommen, wo er ist, finde ich faszinierend. Vor so jemandem habe ich Achtung, obwohl er ein Boxer war. Aber was er war, interessiert mich nicht, sondern was er jetzt ist. Darauf kommt es an. Es gibt so viele Bewertungen auf Google von Menschen, die dir unendlich dankbar sind, weil du ihnen geholfen hast. Sie waren zigarettensüchtig, drogensüchtig, todkrank oder auch Tiere, die hätten eingeschläfert werden sollen. Auch denen hast du geholfen, dass sie wieder fröhlich über die Wiese gesprungen sind und gesund geworden sind. Wieso kannst du das? Was ist das? Also für mich persönlich ist das überhaupt nichts Besonderes. Weil, was ich mache, wenn man mich fragt, wie funktioniert das mit Multiscreen-Programmen, ich würde sagen,
Das ist eine schlechte Formulierung, aber mir fällt mir nichts Besseres ein. Ich hole Schöpfungsprogramme aus der Bibliothek Gottes und bringe es Menschen. Das ist alles, was ich mache. Der Rest wird von dem Körper gemacht, von der Seele gemacht, von dem Menschen selber gemacht. Und es gibt viele, ich muss wirklich immer wieder sagen, wenn ich Matrix Clean Programme übertrage, auch bei Tieren, zum Beispiel die Tiere, sowas wie Krankheit gibt es in der Natur nicht. Die Tiere werden alt, legen sich hin und sterben. Aber dass sie krank werden und Krebs bekommen oder es gibt immer mehr Videos von Katzen und Hunden, die irgendwie, wie heißt dieser Anfall, dass sie auf dem Boden liegen und zittern? Epileptischer Anfall, also das ist nur Schwachsinn. Das ist nur von 5G, von Handys, von WLAN und von Menschen. Alle Krankheiten, die es in der Natur gibt, haben wir Menschen erschaffen und wir übertragen das auf die Kinder, und auf die Tiere. Das bedeutet, wir machen unsere Haustiere krank, wir machen sie krank. Zum Beispiel, indem eine Katze zu oft Trockenfutter bekommt. Das Trockenfutter ist nichts Natürliches, das ist industriell hergestellt und entzieht dem Körper, zum Beispiel einer Katze oder einem Hund, das Wasser. Das heißt, und ohne Wasser und ohne Salz funktionieren die Nieren nicht. Und die Katzen werden krank. Die Hunde werden krank durch die schlechte Ernährung, durch die unnatürliche Ernährung und so weiter. Das ist nur ein Beispiel dafür. Und diese Krankheiten, die wir Menschen haben, übertragen wir auf die, zum Beispiel Haustiere. Was ich mit Matrix Clean Programmen mache, ist, indem ich diese Programme aus der Bibliothek Gottes auf Menschen übertrage, lösche ich die Matrix Clean Programme, die künstlich sind, und übertrage die göttlichen Programme auf die Menschen und dadurch verändert sich das. Und wenn jemand sagt, hilf mir von Zigaretten wegzukommen, dann sage ich ihm immer, hast du wirklich die Entscheidung getroffen, dass du ohne Zigaretten leben willst? Oder hast du einfach keine Lust, das ist eine Wunschvorstellung, oder willst du wirklich dafür aktiv werden? Und wenn er sagt, nein, ich will, dann kann ich helfen. Das heißt, ich lösche überall im Rückenmark, im Gehirn, rechte Seite, linke Seite, in Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Lunge, all diese Programme, die von Zigaretten zum Beispiel drin sind. Und ich habe vielen Menschen geholfen, diese Entzugserscheinungen erst gar nicht zu haben. Dass sie von jetzt auf gleich einfach mit Rauchen aufgehört haben und seitdem rauchen sie auch nicht mehr. Auch in meinem Karmologiekurs gibt es einige davon. Die trinken nicht mehr, sie rauchen nicht mehr, ihnen geht es einfach gut. Es gibt da zum Beispiel auch eine Frau, sie hat, glaube ich, 30 Kilo abgenommen, muss man sich mal vorstellen, innerhalb von 2-3 Monaten. Das hat sie gemacht, nicht ich. Aber diese Programme haben sie unterstützt, sodass es viel einfacher geht. Gesund sein und gesund leben, glücklich sein, reich sein, es ist so einfach. Es ist so einfach, wenn man bestimmte Dinge einfach berücksichtigt. Wie hast du Matrix Clean gelernt? Ich habe es nicht gelernt. Ich habe den Zugang bekommen durch Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe die Erlaubnis bekommen, dass ich in diese Bibliothek Gottes, wo wir alle Zugang haben, dahin kommen kann und diese Programme für mich und für andere einsetzen kann. Wenn ich jetzt versuchen würde, etwas Böses damit zu machen oder sowas, dann würde sich sofort die Tür schließen. Gott lässt sich nicht betrügen oder missbrauchen oder ausnutzen oder sowas. Kann eigentlich jeder Matrix Clean lernen, wenn er sich weiterentwickelt? Wenn er sich weiterentwickelt und sagt, ich will eine Bereicherung sein für andere, ja. Ich habe es noch nicht gewagt, aber das ist die letzte Instanz von dem, dass ich mein Können weitergeben kann, dass sehr spezielle Menschen ich das auch erklären kann, beibringen kann, ihnen helfen kann, bestimmte Übungen zu machen, und weil man muss schon eine gewisse Mindestkontrolle, Beherrschung, Führung über seine Gedankenkraft, über die Kraft der Gefühle und so weiter haben, damit man Matrix Clean Programm bewusst einsetzen kann. Und bewusst bedeutet für das Gute. Was bedeutet für dich ganzheitliche Gesundheit? Der Körper zum Beispiel hat nicht nur ein System. Der Körper hat zum Beispiel ein Blutsystem, ein Nervensystem, Knochensystem, Muskelsystem, Flüssigkeitssystem und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Systeme in einem Körper. Wenn man sich um das eine System kümmert und die anderen außer Acht lässt, funktioniert es nicht.
weil die sind alle ein Körper, eine Einheit. Sie bilden zusammen wie Puzzlesteine ein System, ein ganzheitliches. Und so muss man Probleme auch angehen, auch gesundheitliche. Das heißt, wenn ich jemandem helfe, dass er wieder seine Beine bewegen kann, aber er weiß nicht, er konnte seine Beine nicht spüren, weil er nicht gehen wollte, dann hilft ihm das nicht. Aber wenn es mir gelingt, ihm Mut zu machen, dass ich ihm sage, du kannst aufstehen und deinen Lebensweg gehen. Du willst deine Mutter nicht verraten, nur weil du dein eigenes Leben machst, weil du deine eigenen Entscheidungen triffst. Dann merkt er, okay, ich kann meine Beine nutzen. Ich darf, also im übertragenen Sinne, meinen eigenen Lebensweg gehen. Und wenn ich so jemandem solche Programme gebe, das sind unterschiedliche Programme, das ist nicht ein Programm auf alle Ebenen, solche Programme gebe, dass er sein Bewusstsein entwickelt, dass er seine Seele bereinigt, dass er seine Persönlichkeit entwickelt, seine energetische Konfiguration korrigiert und natürlich am Ende auch seinen Körper, dann funktioniert das. Also ganzheitlich bedeutet, wenn ich helfe, dann auf allen Ebenen. Deshalb funktioniert das auch so gut und deshalb hat das auch eine lebenslange Wirkung. Also sowas wie Rückfälligkeit und so weiter gibt es äußerst selten. Äußerst selten, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Dass jemand zum Beispiel mit Zigaretten aufgehört hat und dann wieder anfängt. Weil die Hintergründe, die treibende Kraft und Motivation, die sind alle weg. Die Fehlgedanken, die man hatte, die sind weg. Also gibt es überhaupt keinen Grund, wieder mit Zigaretten anzufangen. Wenn wir körperliche Beschwerden haben, merken wir ja, dass etwas nicht stimmt. Wie ist das denn bei der Seele, bei den geistigen Dingen oder energetischer Konfiguration? Eigentlich dasselbe. In einem Wort Glückseligkeit. Wenn wir nicht glücklich sind, wenn wir zum Beispiel, es gibt zwei Möglichkeiten und in der Regel trifft beides zu. Wenn jemand unglücklich ist, sagen wir partnerschaftlich, wenn jemand partnerschaftlich, ob er jetzt einen Partner, Partnerin hat oder nicht, ist egal. Er ist partnerschaftlich nicht glücklich. Dann heißt das, er tut Dinge, die er nicht will. Er tut Dinge, die er nicht will. Und Dinge, die er will, tut er nicht. Das sind die zwei Möglichkeiten für Unglückseligkeit. Das heißt, ich bin unglücklich, weil ich Dinge nicht tue, die ich eigentlich will. Und stattdessen tue ich Dinge, die ich eigentlich nicht will. Und das ist auf seelischer Ebene genau dasselbe. Wenn ich sage, ich mag eigentlich meine Mutter nicht, sie ist kein guter Mensch. Sie ist auch keine gute Mutter, sie hat mir nie gut getan. Sie hat mir nie Liebe geschenkt, im Gegenteil, sie hat mich immer klein gemacht, geschlagen und so weiter. Das ist eine Tatsache. Aber dann sagt man auf Seelenebene, aber ich muss sie lieben. Ich darf gar nicht auf sie wütend sein, weil sie meine Mutter ist. Das ist ein seelischer Konflikt. Und dann ist man unglücklich. Das heißt, man erlaubt sich nicht, auf die Mutter wütend zu sein. Man entrechtet sich selbst. Und das ist keine gute Idee. Und das heißt, ich muss mir selbst treu bleiben. Und das ist auf Seelenebene ist das die Glückseligkeit. Und auf geistiger Ebene, der Geist oder das Bewusstsein muss immer weiter gedeihen. Wenn wir Menschen etwas nicht können, dann ist das nicht Lernen. Wir lernen ununterbrochen. Unser Gehirn entwickelt sich immer weiter, unser Bewusstsein entwickelt sich weiter. Nur wir sollten das bewusst machen. Wir sollten das wirklich die Führung übernehmen und es sinnvoll gestalten. Das heißt, diese Entwicklung auf allen Ebenen gleichzeitig, ganzheitlich, beinhaltet auch all diese Systeme. Wie gehe ich mit der Angst vor Krankheiten um, besonders im Alter? Es gibt Menschen, die sind gesund und sie haben permanent Angst, dass sie krank werden. Und viele haben auch Angst davor, dieselben Krankheiten zu bekommen wie die Eltern. Und ich würde sagen, das ist so, stell dir vor, ich will Führerscheinprüfung machen. Warum habe ich Angst davor? Weil ich nicht gelernt habe, weil ich unsicher bin. Wenn ich alles gelernt habe, wenn ich alle Fragen weiß, wenn ich alle Situationen kenne, wenn ich genug geübt habe, wovor soll ich Angst haben? Warum sollte der Prüfer was gegen mich haben? Oder mich in besonders schwierige Situationen bringen, damit ich durchfalle? Wovor soll ich Angst haben? Die Angst habe ich nur dann, wenn ich weiß,
dass ich nicht alles richtig mache. Also ich weiß, ich esse Dinge, die ich lieber lassen sollte. Ich bin zu faul, um Sport zu machen. Ich weiß, dass ich rauche. Und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, aber ich kriege es nicht hin, diese Handlanger von unserem Ego, was wir der innere Schweinehund nennen, zu überwinden. Also wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir leben, nicht so toll ist. Und deshalb haben wir Angst eigentlich vor Folgen unserer Entscheidungen. Die Angst vor unseren eigenen Schandtaten, kann man sagen. Und wenn wir uns korrigieren, wenn wir sagen, was mir möglich ist, tue ich. Was ich weiß, dass für mich nicht gut ist, lasse ich. Ich lasse mich ab und zu mal untersuchen, ich gehe schwimmen, ich gehe joggen, ich sorge dafür, dass ich schwitze, ich mache Fußbad und so weiter. Wovor soll ich Angst haben? Und selbst wenn dann eine Krankheit kommt, ist das trotzdem ein Hinweis, dass du irgendwas übersehen hast. Wenn du es dann wirklich in der Tiefe die Ursache herausfindest, dann ist die Krankheit schon so gut wie weg. Warum werden ältere Menschen häufiger krank als jüngere? Weil sie länger sich vergiften lassen haben. Sie hatten mehr Zeit, sich zu vergiften. Der Körper leistet Widerstand, mobilisiert alles, was er hat, um die Gifte loszuwerden, die falsche Verhaltensweisen zu korrigieren. Aber irgendwann kann er nicht. Nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, irgendwann klappt der Körper weg. Und bei einem jungen Körper ist das so, der Körper ist widerstandsfähig, ist auf Wachstum ausgerichtet und ab 30 wird es langsam kritisch. Also es gibt jetzt die meisten 30-jährigen Männer haben keine Haare auf dem Kopf. Das ist doch verrückt. Was ist das denn für eine Entwicklung? Das bedeutet, die Mineralstoffe sind so weit weg, dass die Haare nicht mehr wachsen können. Kann man den Alterungsprozess stoppen? In etwa 300 Jahren ist es möglich. 200 bis 300 Jahren. Kann man jetzt schon etwas dafür tun, um langsamer zu altern? Also ich persönlich bin nicht daran interessiert, langsamer zu altern. Ich konzentriere mich darauf, ein sinnvolles Leben zu führen für mich und für die Welt. Dass ich eine Bereicherung für mich bin und für die Menschen. Das mit Altern und graue Haare kriegen und so, das interessiert mich nicht wirklich. Aber irgendwann wird das möglich sein. Nur ob es auch gut ist, das ist die Frage. Also wenn jetzt 70-Jährige in Hollywood rumlaufen, als wären sie 30, dann haben sie weiß Gott was mit sich machen lassen. Früher hat man ja die Oberfläche manipuliert und Augenringe daraus geholt und weiß Gott was. Und irgendwann hat man auch auf die Cremes gesetzt und jetzt setzt man auf Laser. Das heißt, Laser macht nicht die obere Schicht von der Haut, sondern die unteren darunter. Und irgendwas wird dann korrigiert, dann sieht man eben jünger aus. Und ich verrate mich zum Beispiel in meinem Fall, warum soll ich jünger aussehen? Ich mag mich so, wie ich bin. Also ich habe keine Motivation, mich zu ruinieren. Ich habe auch keine Motivation zu sagen, ich muss jetzt aussehen wie mit 20. Warum? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich mein Bewusstsein entwickle, wenn ich besser werde als das, was ich bin, wenn ich eine größere Bereicherung werde für mich und andere, wenn ich bessere Bücher schreiben kann, mehr Informationen, Kompositionen und Konzerte und so weiter, das macht mich glücklich. Ich glaube, für Männer ist es auch nicht so schlimm, älter zu werden. Die gelten immer noch als attraktiv oder gerade wenn Männer älter werden, attraktiver. Bei Frauen ist es allerdings häufiger so, dass sie sich auch sehr mit ihrem Aussehen identifizieren. Was würdest du denn solchen Frauen raten? Also erstens ist das ein Matrix-Programm, dass die Frauen glauben, wenn sie älter werden sie automatisch unattraktiver. Das ist eine Lüge. Es ist genauso wie bei Männern. Man sagt, wenn Männer älter werden sie attraktiver, ist auch eine Lüge. Es gibt 20-Jährige, die sind total unattraktiv und es gibt 90-Jährige, die sind attraktiv, ob bei Frauen oder bei Männern. Das heißt, die Tatsache, ob man attraktiv ist für Menschen oder für das andere Geschlecht, hat eher mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und nicht wirklich mit dem Aussehen. Das ist eine geistige, energetische Tatsache. Und dann natürlich die Lebensweise. Wie bin ich mit mir, mit meinem Körper umgegangen? Was habe ich gegessen, getrunken? Habe ich Sport gemacht? Ja, nein und so weiter.
Und wenn man trotzdem sagt, Frauen haben einfach eine andere Art von Eitelkeit, was mir persönlich sehr gefällt, wenn die Frauen gepflegt sind, sich jung halten, frisch und Sport machen und so weiter. Aber wenn sie sich ruinieren mit Operationen und Nase groß und klein und die Brüste groß und klein und überall Operationen und alles voll bespritzen und so weiter, das geht gar nicht. Mit Schminke und so weiter versuchen sich attraktiver zu machen, als sie sind, oder versuchen mit komischen, also die Lippe beginnt hier und sie machen hier, fangen sie schon an, Lippenstift drauf zu machen, als wären die Leute alle blöd und blind im Kopf, dass sie die Lippen so groß machen, wie bei einem Pferd. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber die Frauen, die sagen, ich will innerlich und äußerlich schön sein, ich will ein Beispiel sein für die göttliche Weiblichkeit und Schönheit, diesen Frauen will ich helfen mit meinem neuen Programm, das hoffentlich im August veröffentlicht wird. Etwas, was es in dieser Welt noch nie gegeben hat. Dass die Frauen eigentlich im Schlaf schöner werden, gesünder werden, stärker werden, vitaler werden, jünger werden. Und das wird ein Phänomen. Das hat es so noch nicht gegeben. Ohne Operation, ohne Medikamente, ohne irgendwelche Spritzen oder irgendwelche Maßnahmen. Weil alles schon in der Frau gespeichert ist. Alles, was die Frau altert und krank macht oder komisch macht und so weiter, auch psychische, auch seelische, energetische, auch aus anderen Inkarnationen werden gelöscht und stattdessen kommen Schöpfungsprogramme und das passiert in der Nacht. Und dann werden sie immer schon, ich habe das getestet, auch in meinem Karmalogie-Kurs, und die Ergebnisse waren nur verrückt. Das ist wirklich nur verrückt. Das glaubt mir kein Mensch, der das nicht erlebt hat, dass die Lippen auf einmal voller geworden sind, dass die Augen größer geworden sind, die Haut ist schöner geworden und so weiter. Das haben die Frauen mir berichtet. Und ich habe das nur ein einziges Mal gemacht, nur einmal. Jetzt stell dir vor, bei so einem Programm würden Frauen das zum Beispiel eine Woche lang oder 2 Wochen lang jede Nacht machen. Und die Dinge werden ihnen gespeichert und wenn sie einschlafen, fangen sie an, ihre Arbeit zu machen. Und dann am nächsten Tag wachen sie auf, dass sie anders aussehen, ob jetzt nach einem Tag oder nach 2 Tagen. Das macht mich glücklich. Ich habe Frauen sowieso immer geliebt. Und ich liebe es heute noch, mich um die Frauen zu kümmern. Ich habe so eine besondere Vorliebe für Frauen. Vielleicht, weil ich männlich bin. Vielleicht, weil ich in anderen Inkarnationen mehrfach selber Frau war, weiblich war, dass ich sie sehr gut verstehen kann. Und ich bin der Auffassung, Frauen sind so, also für mich sind Frauen wie Blume Gottes. Die sind die Botschafter der göttlichen Liebe, der Harmonie, des Friedens. Wie die wunderschönen Blumen, die, wenn man sie anschaut, kann man tief atmen und man fühlt sich wie im Paradies. So sind Frauen, so sollen sie aber auch aussehen. Und einfach sich nur um das Aussehen kümmern reicht nicht. Man muss alles andere, was damit diese Ganzheitlichkeit berücksichtigen, das habe ich vor. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich das organisatorisch schaffe, dass im August das veröffentlicht wird. Das wird eine unglaubliche Entlastung sein für Frauen, weil Frauen können nicht glücklich oder schön werden, wenn sie überlastet sind, wenn sie belastet sind, wenn man sich ständig terrorisiert und so weiter. Das kann ich alles in einem Programm schaffen. Aber wie das gestalterisch genau ist, das überlege ich gerade noch. Ist in Arbeit. Ich freue mich sehr darüber. Frauen, etwas, worauf wir uns freuen können. Ja, ich freue mich auch. Das wird auch eine Freude sein für Männer, wenn immer mehr Frauen schön sind, ohne Schminke, ohne Operation und so weiter, auf völlig natürliche Art und Weise, dann sehen sie mehr aus als das, was sie sind. Und dann werden sie attraktiv als das, was sie sind. Und nicht künstlich und mit Lippenstift und so weiter. Ich habe Frauen erlebt, sie waren geschminkt wie eine andere Person. Und ungeschminkt sind sie an dir vorbeigekommen und du hast sie nicht erkannt. Das ist doch schade. Und wenn immer mehr Frauen schön werden durch diese Programme, ganzheitlich, und Männer sehen das, dann erinnert das die Männer daran, dass wir eigentlich alle göttlich sind. Dann kriegen sie vielleicht mehr Lebensmut, vielleicht mehr Lebensfreude. Und das fängt bei Frauen an, aber die Männer lasse ich auch nicht außer Acht. Für die habe ich auch fantastische Programme, aber ich habe gedacht, ich fange erstmal bei Frauen an. Also meine persönliche Erfahrung mit Krankheiten ist das ja auch so. Solange ich denken kann, hatte ich gesundheitliche Probleme, aller Arten. Und ich habe das irgendwann so weit getrieben, dass ich sogar gestorben bin. Ich war
physikalisch tot. Ich war einfach in der anderen Welt, ich habe mich selbst auch gesehen von oben. Und was mich, klingt vielleicht komisch, aber was mich zurückgebracht hat in diese Welt, war Freude. Das war die Freude. Die Freude, für andere Menschen da zu sein. Ich war danach auch todkrank, nachdem ich zurückgekommen bin. Es hat 10 Jahre gedauert, bis mein Körper sich davon erholt hat, von diesem Schock, von diesem Zustand und so weiter. Ich war krank, ich habe mich übergeben, ich habe Blut im Stuhl gehabt, ich habe Blut übergeben, schwarzes Blut. Also ich war schon wirklich viele Jahre danach auch schon wie tot. Ein normales Leben, Sport machen und das Leben genießen war nicht drin. Und es ist immer besser geworden. Und was mich wie ein Licht am Ende vom Tunnel immer geführt hat, angezogen hat, war die Lebensfreude. Die Freude daran, ich bin da und ich kann was tun. Für mich und für die anderen. Und das ist das, was Frauen für Männer sind. Und das will ich zurückholen in diese Welt. Was ist der erste kleine Schritt, den jeder tun kann, um wieder zu mehr Gesundheit zu finden, vor allem Frauen? Ich würde sagen, der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden, eine Liste aufzusetzen, was passiert so alles mit mir und meinem Körper, meiner Seele, meiner Psyche. Was esse ich jeden Tag? Was trinke ich jeden Tag? Wie schlafe ich? Mit wem habe ich Sex? Was für eine Arbeit mache ich? Mit welchen Menschen habe ich immer wieder Kontakt? Dass man sich erstmal eine Bewusstheit darüber entwickelt, was mit mir so alles geschieht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, aussortieren, was tut mir gut und was nicht. Da muss man schon radikal sein, dass man sagt, nein, er ist neutral. Nein, wer neutral ist, hat auch keinen Platz in deinem Leben. In deinem Leben haben nur die Menschen, nur die Dinge Platz, die auf dich aufbauend wirken, die dich inspirieren, die dich positiv aufregen, dass du neue Ideen entwickeln kannst, dass du neue Lebensfreude entwickeln kannst. Das sind die richtigen Kontakte. Alles andere kannst du vergessen. Die dich belasten oder neutral sind, die sind da, die sind nicht da, egal. Nein, die brauchst du nicht. Also erst eine Liste aufstellen, was so alles mit mir passiert. Im zweiten Schritt aussortieren. Was baut mich auf? Meine Mutter zum Beispiel baut sie auf. Wirkt sie auf mich positiv? Ja, nein. Wirklich radikal über alles. Und dann der dritte Schritt ist Handeln. Dass man sagt, ab jetzt gehe ich mit mir, nicht mit anderen. Ich gehe mit mir selbst anders um. Ich achte darauf, welche Schuhe ich trage, weil ich weiß, dass es mir auf den Rücken geht. Ich achte darauf, was ich esse, trinke. Ich achte darauf, was ich anziehe. Ab jetzt kaufe ich nur Naturstoffe. Selbst wenn das Secondhand-Geschäfte sind, ist egal, die kann man alles waschen. Ich benutze kein Parfüm mehr. Ich schminke mich nicht mehr. Weil dieses Schminkzeug, das ist nur Gift, wirklich, das ist nur Gift. Ich trinke keine Energiedrinks mehr. Ich nehme kein Parfüm mehr. Ich reibe mir nicht irgendein Deo unter die Achsel, genau da, wo die Entgiftung sehr effektiv im Körper funktioniert, dass ich Gift dahin bringe. Das mache ich alles nicht. Ich fange an, liebevoll mit mir umzugehen. Ich terrorisiere mich nicht mehr. Ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Dass ich sage, sie sind besser, sie haben schönere Brüste, schöneren Hintern. Das mache ich nicht. Ich sage, ich bin ich und ich bin glücklich mit mir selbst und ich werde immer glücklicher. Das sind alles, was ich jetzt gesagt habe, sind in diesen Programmen drin, die ich da geben will. Da bin ich gespannt. Ich auch und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du hast uns heute so viele wertvolle, unendlich kostbare Informationen gegeben, wie wir selber gesund sein können, wie wir ein glückliches, gesundes Leben ohne Leid führen können. Und eigentlich ist es ja ganz leicht. Vielen herzlichen Dank für dieses unglaubliche Geschenk, was du uns da mit allen gemacht hast. Danke für deine Zeit. Danke auch für deine Zeit. Du siehst, es ist eigentlich ganz leicht, gesund zu werden oder gar nicht erst krank zu werden. Wenn du die Wahl hast, esse ich jetzt ein Eis oder ein Stück Kuchen
Oder vielleicht doch lieber eine Schale Erdbeeren oder irgendwas Leckeres, Gesundes. Es gibt auch gesunde Sachen, die unglaublich lecker sind. Eigentlich sind die besonders lecker. Also sei es dir wert, tu dir was Gutes, werde gesund, du hast es selbst in deiner Hand. Und wenn du Unterstützung brauchst, dass es dir vielleicht etwas leichter fällt, dann geh auf Sei zu. Lass dir helfen. Abonniere Seids Kanal, damit du immer informiert bist und nichts verpasst. Und aktiviere auch die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn es etwas Neues gibt. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit dir hier in den Kommentaren unter dem Video und auf ein Wiedersehen. Bis bald!